Ich hab's schon gemacht, ich bin in die Einstellung und habe instinktiv auf A gedrückt. Weil das ist halt nun mal, ne? So ist man es halt zumindest am PC und ich glaube auch an der PlayStation gewöhnt. Aber nein, hier ist danke für den Hinweis, ist Bestätigen halt auf den B und Abbrechen ist auf A. Ich weiß nicht, ob es die Switch-Konvention ist. Ich habe es noch mal so grob im Kopf, dass es so ein Unterschied zwischen westlichen und japanischen Spielen ist. Dass die Japaner das häufig andersrum machen. Aber ich habe halt auch nicht gesehen, dass man es irgendwie umstellen kann. Ich bleibe mal erstmal bei der Voreinstellung. B bestätigen, B bestätigen, B bestätigen. Nintendo und Xbox haben A, B und XY vertauscht. Ach, das ist Nintendo-typisch. Ah, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Es ist schon sehr lange her, dass ich die Switch in die Hand genommen habe, muss ich zugeben. Dann werden sie es wahrscheinlich daher haben. So, A zurück. Ich wollte noch in die Optionen gucken. Automatische Speicherung, Hintergrundmusik. Das lassen wir alles erstmal so, ne? Sprache wird ja eh nur untertitelt sein. B bestätigen. B bestätigen. B bestätigen. B bestätigen. B bestätigen. So. Wir kriegen das hin. So, ich bin sehr gespannt, ob das jetzt ruckelfrei läuft. Sie haben bei der PC-Port vom ersten Deadly Premonition war, glaube ich, wirklich auf 720p soft gelockt und naja, ich hoffe, es ist einfach. Wir gucken, wie es wird. Ich möchte keine Vorteile haben. So. Bestätigen B, bestätigen B, bestätigen B. Drück mal hier den Overlay aus. Das sieht nach toten Leuten aus. Okay. ...88 Stunden später. Ich mag den Untertitelfont. God damn it. What a way to start the new year. At this rate, I'll be dead by Easter. Quiet down, Agent Jones. You're on the clock. Quiet down? Ha! You have any idea what you've done? Das Witzige ist, wenn ich... Naked in Havana right now. If you hadn't shown up, soaking up some rays, surrounded by a harem of bikini queens, a mojito in one hand, and a seafood-slathered Havana-style pizza in the other. What did I do? Ich kann tatsächlich nicht zurückgehen. No. The Regional Bureau Chief merely issued a special order. Oh. Yeah. How could I forget? A special order to rob me of my well-deserved vacation. You want pizza? I'll buy you some pizza. You can find that junk anywhere. Whoa! Agent, Oh, habe ich jetzt das Gespräch take angebrochen? control of the conversation. The moment you let your guard down, he'll strike. Entschuldigung.
And no red, remember? It's open. Come on in. Warum eine Pistole? Das ist doch der Held aus dem ersten Teil. Ah, schauen in die Zukunft. You have questions for us. That's why you're here, isn't it? Natürlich zuckt die Kamera schon. So muss es sein. Ja, und die Figuren, als sie sich bewegt haben. Also ich konnte tatsächlich, mal gucken, ist jetzt immer noch so? Ich konnte vorhin tatsächlich nur geradeaus laufen. Also immer wenn ich den Analogstick gedrückt habe, ist sie halt gelaufen. Dahin, wo sie sollte. Und halt als sie sich rumgedreht hat, war es ja so, es war keine Animation, sie haben einfach die Phasen ausgetauscht. Die Technik ist weird. Also es ist tatsächlich nicht so richtig das, was ich erwartet habe. Es hat einen sehr seltsamen Comic-Look. Ich werde mich dran gewöhnen. Die Grafik vom ersten war ja auch nicht toll. Es ist leider so ein Look, den ich mit preiswerten Indie-Produktionen verbinde. Und ich denke mal, das ist auch eine. Gucken, wenn ich... Ja, egal, ich kann auch zurückziehen. Sie läuft einfach dahin, wo sie soll. Interessant. Und hier sieht es aus wie bei mir zu Hause. Eulenwasser, lecker. Mr. Morgan, before we question you, allow me to first read you your rights. Anything you say may be used against you in a court of law. Please keep that in mind as you speak. Do we have permission to film this? Don't worry, my fairy. They're free to do whatever they like. Something wrong, Mr. Morgan? I'm FBI Special Agent Aaliyah Davis, and this is... Simon Jones. An analyst from the Boston branch. He's been monitoring us for years now. Oh, hi. Ich mag diese Kameraschwenks, die sind lustig. Seriously. A Southern belle and a lonesome loser who can't catch a break. Quite the uncanny duo. You'd be the perfect stars for the latest video game. Isn't that right, my fairy? How many years has it been since someone came to chat with us? Oh, but don't ask me about my fairy. That's a private matter. It's hard to tell what he's thinking, but my eyes can't be deceived.
Bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Das ist natürlich jetzt interessant für Leute, die den ersten Teil gespielt haben, weil es ist halt praktisch die gealterte Version von unserem Helden aus dem ersten Teil. Nur, dass er sich da Francis York Morgan genannt hat. Und ich denke mal, es wird so oder so ein bisschen spoilern, aber halt von Anfang an ist das so, dass er halt mit sich selber redet. Also nein, nicht mit sich, er redet mit Zack. Offensichtlich eine Instanz von sich, die in ihm selbst. Mehr Details möchte ich dazu nicht geben. Und wer seine Fee ist, da habe ich jetzt eine Theorie dazu. Aber ich denke mal, es ist doch total irrelevant, weil wir ja eh ein Prequel spielen, dachte ich. Aber jetzt ist das ein kleiner Schwung in die Zukunft. Wir gucken mal, was passiert. If he's hiding something, it'll come out in his face. No, ganz sicher. Ah. Immerhin ruckelt es nicht. Gut, dass ich 60 Frames eingestellt habe. Lieblos aufgehängte Auszeichnung. Das gucken wir uns mal an. Letters of appreciation from the governor and the Department of Justice. Ups, sorry. Erdbeben. They're caked in dust as if he doesn't even care about them. Exceptional Service. Aber auch alles an Francis Zack Morgan. Okay. Das ist der Letters of Unterschied. appreciation. They're caked in. Hab Y und B hat jetzt das gleiche gemacht? Ja, ne? Sex, Join. Schauen wir uns mal an. This smell. It doesn't surprise me at this point, but it'll be problematic in court if they decide his testimony is unreliable. Dass er Gras geraucht hat? We'll get Okay. another chance to talk to him face to face like this. Genau, er putzt einfach nur nicht gerne Staub. Er ist halt ein praktischer Mann. Und diese ganzen DVDs und Blu-rays, die er hat. I need to get him to stop smoking that for a bit. Francis smoked Jorgen. Hören Sie bitte auf, sich Gras zu besorgen. Kommt nochmal das gleiche? Nee. Excuse me, Mr. Morgan. But would you please refrain from consuming that while we speak? I'm talking about. Yes, that. Rocard. Ist Rocard eine Rochade? You don't need to worry about us. Ich finde das auch schön, dass er halt so wirklich das Dominanteste hier sein Riesenfernseher ist. Also sein relativ großer Fernseher und sein Soundsystem. Und was sieht man noch? Er hat noch einen Desktop-Rechner, er arbeitet nicht an dem Laptop, aber er hat einen 4:3 Monitor. Okay. Und er spielt Schach. Wie funktioniert denn nochmal eine Rochade? Ich habe hier zu lange kein Schach nicht mehr gespielt. Ist das eine Konstellation, in der man eine Rochade machen kann? Don't get in our way and we won't get in yours. Unfortunately, questioning doesn't work like that. Our data needs to be consistent. Ist das tatsächlich so, dass eine Zeugenaussage rausgeschmissen werden würde, weil jemand Gras geraucht hat? Now please put out that stinking indulgence right this minute. Stinking Indulgence. Und was lag da auf dem Tisch? Eine Pizza? Also ein Pizzaeck? If we say no. Then I'll put it out myself. Oh, ich schieße es dir aus der Hand. Using force. Whoa, whoa, Aaliyah. This is Morgan's house. Besides, it's legal in Massachusetts for individuals to consume cannabis in the comfort of their own homes. Bitteschön. In den USA bestimmt, ja? And I mean, come on. Come on. Wie ein Mensch. It's medicinal. Exactly.
Hilfe des Spürsinns sind Sie in der Lage, alle möglichen Hinweise zu finden. Halten Sie LB, um den Spürsinn zu benutzen. Okay. Okay. Hier ist nicht. Oder? Nee, ne? Weil ich kann in der Sicht auch nichts auswählen. Hey, Belle. Why are you dressed so handsomely? Sie hat einfach Arbeitskleidung an. What are you talking about? The thick black accessory wrapped around your neck. Schlips? That's a male necktie. The color black represents confidence and interest in the self. And your decision to wear a male tie symbolizes your declaration of war against a predominantly male society. Habe ich ja schon erwähnt, dass der Francis Morgan, ich gehe jetzt mal nicht auf Details ein, als Profiler gearbeitet hat. Or perhaps it's a psychological barrier meant to hide the weakness that dwells deep within your psyche. Ooh. We admire your bravery. I thought you retired from profiling. Bullseye, huh? Ich verwirrt der Fleck da auf dem Tisch, weil der so richtig Pizza-eckförmig ist. You're an Wo ist easy diese one Pizza to geblieben? read. Wir sollen ihn hassen, oder? Bitte sag, dass wir ihn hassen sollen. Ja, das ist schon relativ interessant, weil der ist eigentlich wirklich ein super, mega sympathischer Charakter in dem ersten Teil. Aber halt, das spielen wir auch Francis York Morgan. Deswegen weiß ich nicht, ob Zack irgendwie anders ist. Gute Frage. No real profilers were harmed in the making of this game. Ich würde sogar fast behaupten, also halt über Zack weiß ich halt relativ wenig. Zack war wirklich so der Agent Cooper, der alles wirklich toll fand. York war wirklich der Agent Cooper, der alles toll fand, was mit Zack ist. In order to think with society, a man must first gouge out his eyes and cut off his ears. Don't judge a book by its cover. For someone who's supposed to have been one of our best, you've got an awful eye for people. Oh, ja, also ich denke mal, das Spiel sagt einem hier auch, dass das nicht die sympathischste Äußerung war. Or did all that smoke and kill all your little gray cells? Was ist denn das im Hintergrund? Ist das ein Laserdrucker oder ist das ein Eisschrank? Okay, Aaliyah, that's enough. She's smart, but she's also more of a shrew than she lets on. Agent Jones, that's sexual harassment. So, Belle, does that barrier of yours also protect you from violent criminals? Ich denke mal, so wie er da sitzt, sollen wir ihn schon erstmal Kacke finden. Weil das ist ja so richtig diese Gemächt raushängen lass Position. So wie man halt immer sagt, dass die Kerle gerne in der U-Bahn sitzen. He's more dangerous than I thought. I can't read him. I'll just have to assault him head on with questions then. First, I Shut should up, leave the Simon. files on the table to shake him up. Ich weiß noch nicht genau, wie das jetzt funktioniert, weil es hat ja jetzt nichts geändert. Würde das normalerweise irgendwie einen Hotspot erzeugen? Nicht beendetes Schachspiel, weil ich kann jetzt hier einfach nichts auswählen. Das verwirrt mich ein bisschen.
An ornate antique chessboard. Looks like he stopped halfway through the game. But who was playing with him? Jemand, der Pizza gegessen hat. Wo die Pizza relativ seltsam da stand. That chessboard looks rather old. Ich finde, die Grafik hat aber doch ein bisschen was. Ist ein seltsamer Stil mit den Umrandungen. Aus, doch, dadurch, dass es halt so ein bisschen Patina hat alles. And you Nicht can't even schlecht. buy those ivory pieces anymore. Ich mag einfach diesen Untertitelfont, der ist super schön. Right. They were banned by the CITES Treaty. Gerade sah es doch aus, als hättet ihr einfach das nächste Item gehighlightet. Also wenn die Moral von dem Spiel am Ende ist, dass Davis im Unrecht und sich wirklich nur mal locker machen musste und genau traumatisiert. Wir gucken mal. Also halt, ich habe schon gehört, dass das Spiel ein paar tonale Probleme hier und da haben soll, aber halt nichts in der Richtung. Artenschutz. Das ist das, okay. That was made in France in the 1900s. We know it's in bad taste, but the weight of the ivory just feels so good in our hands. Das Elfenbein ist schon schön, ne? Es ist zwar wirklich auf Assi-Art gemacht worden, aber halt jetzt schon mal existiert, soll man es verschrotten. Wenn ich sowas hätte, würde ich es auch nicht You verschrotten. play chess alone? Is that a crime? No. But it's a hard game to enjoy when you're all by yourself. All by myself. Don't wanna be all by myself anymore. He's probably just replicating famous games. Simon, jetzt lass deine Chefin mal arbeiten. Das funktioniert so nicht, wenn du ihre Punkte immer abbilderst. Or trying to solve problems from a chess workbook. Right, Morgan? I may not look it, but I'm actually a bit of a chess nut myself. When I was in school, I used to pore over every issue of Chess Life, the magazine published by the U.S. Chess Federation. Well, unfortunately, your guess is completely wrong, Agent Jones. He isn't replicating a famous game, nor is he solving workbook problems. Ihr wisst, dass mit dem Raum ist? There isn't a single chess book to be found in this apartment. And I didn't find any chess-related websites in his internet history. Wie bist du an die History He was gekommen? simply playing chess. All alone. So, what's wrong with that, Belle? I don't understand it. Ist das eine gute Übersetzung für Belle? Southern Belle? How Ja. could a single human being seriously play as both sides? You just publicly confessed to stealing personal data. Seems like that's a much bigger problem. Oh no. Everything was done in a perfectly legal manner. Ja. We simply happened to intercept a handful of data being sent out from an unknown origin. Ich dachte schon. Ooh, now she's really trying to scare us. Did you hear that, my fairy? Serious nightmare fuel. Albträume mit B? Au. Da hat aber jemand konservativ übersetzt. Stage 4 progressive malignant tumor. How do humans behave when they know death is just around the corner? Ah, And what if that human is also a high-functioning sociopath? ist er das? Stage 4 and what? Ich finde es manchmal schwer zu sagen, was macht. Mr. Morgan? May I ask you a question purely out of curiosity? Okay, Y ist gucken und B ist interagieren. If it makes you uncomfortable, just let me know, and I'll retract it. Belle, what's wrong?
You sure put a lot of effort into that approach. It's a question about death. Schreibt man Albtraum nicht inzwischen mit P? Oder ist es jetzt neu mit BE? War es nicht nach der Rechtschreibreform mit P? Ich komme durcheinander, aber mir ist es auch egal. About this body? Are you afraid? Of... Geht beides. Vielleicht geht tatsächlich beides. Think carefully about why we're smoking this. Then ask us again. Ah, okay, also er raucht tatsächlich Marihuana gegen die Schmerzen verursacht vom Krebs. Okay. Honestly, we're not afraid. Rather, we find it intriguing. Intriguing. Yes. Dude empfiehlt B. Okay, gut. Belle, have you ever been to the Grand Canyon in winter? No. In the dead of winter, the Grand Canyon is terribly cold. Der ursprüngliche Wortstamm ist ja von Alp, genau, nicht von den Alpen. Ja, deswegen habe ich das auch noch so im Kopf, weil natürlich wann war die Rechtschreibreform? Irgendwann in den 90ern? Keine Ahnung. Weil das halt auch einer dieser Diskussionspunkte war, dass man das ja nicht so schreiben könne, weil das wäre total schlimm. Weil das halt eben nicht von den Alpen kommt, sondern von dem Albe, dem Nachtalb. Deswegen hatte ich das auch noch so im Kopf, dass es halt, ja, aber jetzt ist halt mit P, friss oder stirb. Aber wahrscheinlich wurde es dann irgendwie in der zweiten Aufguss wieder aufgeweicht. Ich habe mich an beides gewöhnt, muss ich sagen. Aber halt, wenn Albtraum mit B richtiger ist. Zurück zum Grand Canyon. So. Colder than you could imagine. A cold that no photograph could ever express. The sun. Powerless. And the temperature drops below zero. Right in the middle of the day. Meaning? Meaning, you can't really understand something until you experience it for yourself. Das ist jetzt so ein bisschen so eine Hannibal Lecter-Szene, oder? Mit der jungen, aufstrebenden FBI-Agentin und dem Arschloch. If you want to learn more about us, you need to gain more experience. Well. Auch mit dem, dass er einen Spitznamen für sie direkt hat. Hat tatsächlich so ein bisschen Schweigen der Lämmer-Dinge. Also halt, jetzt ist halt der Autor, der Spheri 6.5, der ist halt einfach so ein Popkulturkatalog. Deswegen denke ich mir mal, dass er das daraus sich gezogen hat. So, wir haben alles ausgegriffen, also ab zur Ermittlungsakte. These files are from the case that took place just outside of New Orleans in 2005. Le Carré. The agent who handled the case was Francis Zach Morgan, and now he's sitting right in front of me. These files are from the case that took place. The agent who handled, and now he's... Ich habe Y vorhin gedrückt. Do you remember the homicides that took place in Le Carré, Louisiana in 2005? We solved that case. Your report states the following. By coincidence, you encountered a serious incident in a town you visited while on vacation. You then decided to steal the right to investigate from the local law enforcement and took over the case. After several more homicides, you managed to apprehend the perpetrator. Hat ein bisschen was von Columbo. Er ist zufällig in Urlaub und doch, dann nimmt er mal einen Mordfall an. Warum nicht? Yes. Yes. Yes, that's exactly what happened.
We stole the right to investigate from them, just as you said. It all started when the body of a 16-year-old girl was discovered. You arrived in Lucare immediately after that, didn't you? We just can't seem to keep ourselves away from dead girls. Creepy. Did you really visit that town just to take a vacation? We don't know. If you already have the report, then we suggest you read it, Belle. Either way, that case is Mord ist ihr Hobby oder so, ja. Closed. You sure about that? Bam. Don't you think this puzzle is still missing some crucial pieces? Come on. No need to beat around the bush with us, Belle. They found Lise Clarkson's body. It was hidden deep within the Clarkson Food Delivery Services cold storage warehouse. Mm-hmm. After 14 years, we finally discovered the body of the very first victim. Ah, Do you know what this means? That's why we're here. jetzt wird er verdächtigt. The first victim in the case he solved, Lise Clarkson. Das ist interessant, dass der Untertitel sagt, den er für abgeschlossen erklärte und die Sprache he solved. This is a photograph of what she looks like now. How will he react when he sees it? The body that went missing for 14 years was suddenly discovered frozen in a warehouse. This is some kind of message from the victim to us. The body is some... Ich muss mir noch merken, welche Option ich hier tippe. That her body turned up. Deeply pleased. You claim to have closed this case, but now a lost body suddenly surfaced. Aren't you curious about the details? Anscheinend nicht. Body or not, we already solved that case. Ja gut, irgendjemand muss aber die Leiche da jetzt hingelegt haben. Lisa's body can't change anything now. And it certainly has nothing to do with us. I suspect the body was stored there rather than abandoned, due to the unnatural state it was found in. She was found frozen in a storage unit. Therefore, she looks exactly the same as she did when she disappeared. Was für eine Art von Storage Unit gibt's, wo das nicht auffällt, wenn da 14 Jahre lang in der Leiche drin liegt? Ich meine, eine Storage Unit, die kalt ist, verbraucht ja Strom. Die wird umgebaut und gewartet. In fact, she's in such good condition that we can even determine the murder weapon and cause of death. Well, good for you. Even stranger is how unbelievably beautiful she looks. At first glance, few would guess she was a murder victim at all. She looks more like a piece of art, or a mythological figure from a painting. This keeps getting better and better. Better and better? Isn't that right, my fairy? A corpse as beautiful as a goddess. Sounds just like our story. Yes. Yes. Ja, ich weiß, wer die Fee ist. That went okay. Now I'm sure that Morgan's hiding something. I may be able to get what I want if we go deeper into the documents. Ich finde es interessant, dass die anscheinend wenig Info über seinen geistigen Zustand haben. Obwohl er ja eindeutig schon so war, als er beim FBI noch gearbeitet hat. So. Ich habe ja nicht viel anderes, oder? You may be wondering why we decided to unearth all these old files. Everything happens for a reason. The moment Lise Clarkson's body was found, we did the best we could to start our own local investigation. But there wasn't much we could actually investigate due to the damage caused by the hurricane. Ah.
Then we assume you also questioned everyone who worked in the warehouse. Of course. We questioned all the Clarkson Food Delivery Services employees who staffed the warehouse, but we still have yet to obtain any key testimonies. Par for the course with a 14-year-old case, if you ask me. Not to mention how bad the timing was. Most of the employees were on Ist der vacation. Kollege sein Anwalt? Der soll mal einfach die Klappe halten und den Verdächtigen quatschen lassen. So, you gave up on the investigation and came to see us instead. Remember what happened, my fairy? That warehouse. That man. So incoherent. Such a pain. Hey, are you talking about the guy who managed the vault where Lisa's body was found? Yeah, I think he started working there in 2005. Remember, Aaliyah? You said he was a pain to deal with, too. Mhm. The large man, yes? No need to answer, if you don't want to. I'm sure you've already put him under surveillance. Textbook FBI protocol. The person who originally admitted this report was his superior, Robert Abrahams, current chief of the Boston branch. According to Chief Abrahams, Morgan's got his own modus operandi. It's not something that others should interfere with. Ah, der mystische Profiler. Chief, look what that's gotten us into now. The person who Okay. a halfway finish. I think what else. Was? The person Moment. Morgan's got his look Ich at glaube, da hat jemand hat sie denn etwas Neues gesagt? a halfway finished. I think he was playing both sides by himself. If it was Okay. merely for entertainment, it wouldn't be a problem. But I know that every action he takes has its own special purpose. Geh uns doch mal einen Kaffee und vom Starbucks across town. Also ich glaube, in Amerika ist das so, dass wahrscheinlich auf dem Weg vom Starbucks zum Starbucks across town 10 andere Starbucks sind. Especially now that his remaining time is limited. Okay. Isn't there someone else you should have talked to before coming to us? Such as... We were unable to reach Patricia Clarkson. You look surprised. I thought you already knew. After all, you visited Louisiana last week. Ooh. We assumed you met with her during your time there. We haven't been to Louisiana. Not in 14 years. Is that so? We've been right here in our apartment this entire time. That man is our witness, aren't you, Simon? He's right. He didn't even take a single step outside on Christmas Eve. Vielleicht hat er einen Tunnel. Which means that I didn't get to either. Es kann natürlich sein, dass er einfach halt ein bisschen mehr auf seiner Seite ist, weil er ihn halt einfach schon so ewig beobachtet. Are you positive about that? I took the liberty of checking some airline records. Ooh. Last Friday, the name Billy Bishop was listed on a morning flight out of Boston. This is the fake name you used to use as an agent, isn't it? A mere coincidence. Yet that's not all. That evening on the same day, a man with a large scar on his forehead allegedly purchased an '89 Cadillac from a small used car lot in Le Carré. He reportedly said he wanted something old, big, and strong. Okay. The owner of the car lot felt it was a strange order, so it stuck in his mind. Our world is filled with mysteries. And they always have the most bizarre timing. Wo er einfach recht haben könnte. Incidentally, on the following day, an identical Cadillac was taken to a scrapyard in Trenton, New Jersey. You can find that type of car anywhere.
Isn't that right, my fairy? Wahrscheinlich ist die Fairy auch jemand komplett anders, als ich denke. Morgan's right. Everything happens for a reason. Even this messy room. There must be a reason for it. Echt? Especially when it comes to those strangely tidy spots. They're practically begging me to question them. Zum Beispiel da, wo die Pizza lag. Ah, jetzt komme ich nicht weiter nach links. Auf gebrauchte Infusionen. Wir fangen mal bei der Pizza an. This room's a total mess. But certain spots look perfectly clean. Is it just a coincidence? Aber das könnte ein Story-Ding sein, oder? Ich gehe mal zuerst mal zu den DVDs rüber. So, wie funktioniert das mit... So, okay. Ich muss einfach mal gucken, wie das mit der Steuerung funktioniert. Ich glaube, es gibt so ein unsichtbares Rad, das immer wieder zentriert. DVDs are all over the place. I know that he's a shut-in, but this still seems like way too many for one person. Nein. And I've never heard of any of these titles before. Ist denn da irgendwas, was man so kennt? Ist natürlich schwierig, was man einfach so in sein Spiel reinpacken darf, ne? Ob das irgendwelche lizenzierten Cover sind. Wahrscheinlich eher nicht. Low Sky kann ich hier sehen. The Evil Mountain 4. Lola X, okay. Was kann man denn noch erkennen? Paris, New York, Redman, Jasmine. A stinking indulgence. And a massive DVD collection. You must live a very comfortable life. Sind da nicht judgy? Tired, remember? Retired in your 40s. I'm envious. Naja, mit Krebs. But who doesn't love movies, Belle? Das stimmt allerdings. I'm not a fan. Oh, that won't do. You should dedicate all the free time you have to watching movies. It's practically an unwritten law. Das ist eher der alte York. Films guide us. Films are filled with every important life lesson there is. Is that so? For example, They Live, 1988, directed by John Carpenter. That film taught us a valuable lesson. Always put on your sunglasses before a fight. You know, you've got a point. Movies teach us about everything we need to know. I learned about the right way to eat frozen pizza from Cobra. It's one of Stallone's best films. Wie isst man gefrorene Pizza? Warum friert man Pizza überhaupt ein? Before that, I wouldn't be caught dead trying to eat frozen pizza. I thought it wasn't fit for human consumption. But that film changed my life. Moment. Das kann ich so nicht stehen lassen. Wo ist mein Browserfenster? Das muss ich jetzt recherchieren. Cobra Frozen Pizza. Stallone eats a frozen pizza. Ton? Wahrscheinlich habt ihr wieder Ton und ich habe nur keinen. Habt ihr Ton?
So, was ist denn jetzt mit der... Okay, dann hat wahrscheinlich das Video einfach keinen Ton wegen Copyright. Ich guck mal ganz kurz, ob es was mit... Da. Ich habe den Film auch nie gesehen. So. Okay. Jetzt mit einer Heckenschere aufgeschnitten und jetzt? Was? Warum zur Hölle würde jemand überhaupt gefrorene Pizza essen? Gut, er hat sie vorgeschnitten. Alles gut. Und jetzt? Also es ist einfach nur in handliche Stücke vorgeschnitten und dann halt gekaut. Kann man machen? Tonight, the man known as the Night Slasher has apparently struck for the 16th. Okay. Gut, haben wir wieder was gelernt. Man kann gefrorene Pizza so essen. Esst keine gefrorene Pizza, bitte. Simon, that has nothing to do with the film. Genau, pass mal auf, Simon. You're just talking about pizza. Poly-MVA supplements. And a home IV kit. It's probably filled with highly concentrated vitamin C. He Okay. said that being on the verge of death is intriguing. But then how does he truly feel? Ja gut, er wird halt nicht wirklich gerne sterben wollen, oder? Do you like fresh vegetable juice? Why would you think that? There's a juicer in your sink that hasn't been washed yet. And do I smell the faint fragrance of baked beans? You didn't use much salt, did you? What are you implying? Das würde mich jetzt auch You interessieren. just told me that you find impending death to be intriguing. That confused me. When I look around your room, all I can see are the many ways in which you're resisting death. Poly-MVA treatment, highly concentrated vitamin C IVs, fresh vegetable juice, vegetable protein without salt, Ich möchte auch mal Aulenwasser probieren. gallons of vitamin D milk for fat and calcium. The ambivalence, yes. What? Two contradictory emotions, mixing, coexisting together. An adult, mature mind is never satisfied with only one response. It's common sense. Isn't that right, my fairy? So, viel bleibt ja nicht mehr, This oder? room's a total mess. But certain spots look perfectly clean. Is it Das sieht immer noch aus wie ein Stück Pizza. Mr. Morgan, I found several spots in this room that look strangely clean. Did you tidy up a bit because you knew we were coming? Though they've existed from the start. Zuflucht. Sanctuaries. That's right. Sacred places. Ah, Hovels for pure souls, if you will. interessant. Were there originally objects in those hovels? Something you didn't want us to see? Pizza. The soul's still there. We haven't touched a thing, Mhm. but we know you can't see anything. Hey, Simon, don't touch the sanctuary. Sorry. Okay. That's a sanctuary. Don't ever touch it again.
You've been watching us for 4.5 years, and you couldn't even figure that much out? My bad. It's my first time actually coming inside, you know. Hat der mal durchs Fenster geguckt? You're earning far more than you deserve then. Oh, What were you doing all day in that black Suburban? We thought wiretapping was your specialty. Don't tell me. Crossword puzzles. What do you think, my fairy? 4.5 years. All that time, and what does he have to show for it? Crossword puzzles? No way. Come on, I thought you knew. I'm a Sudoku guy. oh. Agent Jones, Oh, right. he's completely taken control of the conversation. Ist ja auch kein Wunder, du hättest den Typi da rauslassen sollen. At this rate, we'll never get anywhere. I need to press him some more. Ich hab nur das eine auszulösen. Aber danke. Agent Jones. The briefcase isn't even that big. How long does he intend to keep that up? Does he have pizza menus stuffed inside there or something? Agent Jones? Did you find the files? The Files. Oh, die Green Whale Files. Das ist der erste Teil, Green Whale. Mr. Morgan, do you recognize these files? Whoa! We told you. That's a sanctuary. Er hat's zweimal gesagt. Go! Assaulting an FBI agent is an obstruction of told you. justice! We told you. Go. Ah! Stay back. Stay back. Sanctuary. Down. Surrounded. Ah! 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 Yeah. Gut, darauf hätte es aber achten müssen. Mr. Morgan? Einmal mit Profis, ne? Finger with that can opener this morning. I thought I stopped the bleeding, but it seeped through. How could I be so stupid? Das fragen wir uns auch gerade in diesem Moment. Everything should be fine now. I'm sorry for being so careless. I made sure to read through your file and learn about your condition. The color red, such an unusual thing to fear. Please, accept my deepest apologies. I'm sorry too, Morgan. I don't know what I was thinking. I'll never touch one of your sanctuaries ever again. And no more red either. Aber die Couch geht fast durch, oder? War die mal rot? Das heißt eher so desaturiert rot. Don't ever touch one again. I told them not to. Now, may we return to our Der discussion? ist ganz schön durch, der gute Morgen. Don't worry. I won't let them touch again. I'll keep them away. Was ist denn mit dem Guten passiert? Strangely enough, this man has a fear of the color red. And I believe that fear is connected to the Greenville case. Ein großer Aktenvernichter. Soon after Agent Jones started monitoring him, he was ordered to go through Morgan's trash. Ja, doch kein Tiefkühlschrank. He didn't find anything. Morgan used this machine to cut up everything, from his mail to his supermarket receipts. Ja, aber da kann man auch die IBAN draus ablesen. Zumindest die letzten Stellen, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ich schmeiß tatsächlich auch nicht einfach so Kassenzettel weg, wo ich mit Karte bezahlt habe. And he even went as far as taking out his trash in parts.
Könnt ihr nicht den Papier einfach da in den Kamin reinschmeißen? This is a very large shredder. Is there something you don't want people finding out about? Good question. But we never know when some curious civil servants may come and sift through our trash now. You're already retired. What are you so worried about? Ich meine, er wird doch offensichtlich beschattet. It's just a simple habit. From back when we were still on duty. Didn't they bang that into your head when you were up in Quantico? Some habits are hard to break, no matter how hard you try. Here's another empty space. Na gut, ich würde sagen, 1, 2, 3, 4. Also es wäre schon eine große Pizza, wenn das Achtel sind. What does the word sanctuary really mean to him? Vielleicht ist auch das Umbrella-Logo. Hovels for pure souls. Could you tell me what exactly the word sanctuary means to you? Ist da noch mehr von? Are sanctuaries. Nothing more and nothing less. That doesn't explain anything. Why do you wish to know? Just curious. Belle, you're a much ruder person than you initially seemed to be. Don't you agree, my fairy? What do our sanctuaries have to do with the investigation? Du bist einfach komplett sass, wenn du so bist. Das ist das Problem. If you're out of questions, then how about just going home? Hey, mind if I jump in here? Vielleicht ist auch eine Sanctuary in der Mitte der Milch geschützt. What is it, Simon? We hope you've got a real question for us. Well, actually, I'm also a little curious myself. No one's supposed to touch any sanctuary, right? That's what we said. What about you, though? You can't even touch them yourself? Are there any extenuating circumstances? What are you getting at? I mean, I doubt if any of this really matters, but if no one can touch the sanctuaries, Wie macht er sie sauber? how do you clean them? Ja. In Wahrheit steht da was. In einer anderen Dimension. Obwohl das eher fringe wäre. Keine Antwort? The files on the serial killings that shocked Washington State in 2010. Officially titled the Greenvale Case. I never thought I'd take out files from a case I first heard about on the news. Mr. Morgan, I'd like to ask you some questions about this case now. We don't want to remember that town. I'm sorry, but there's no way around this. I remember hearing about this case on the news when I was still a student. Ja, so lange haben wir auf den zweiten Teil gewartet. A high school girl named Anna Graham was murdered and the FBI stepped in to take over the case. I also remember it becoming a sprawled investigation due to evidence found in the victim's throat. Is that correct? After that case, you went on sick leave for 2 years. Ist auch kein Wunder. And when you returned, you requested to be switched over to desk work. Ist das eigentlich okay so für euch mit dem Chat, dass der in die Untertitel reinragt? What happened? That's a private matter. None of your business, Bill. Were you traumatized? It's a common problem with prolific agents such as yourself. But there's another possibility that may make more sense. Perhaps you simply finished making preparations. Ooh. Oops. Thinking too much about something will always turn it into a problem. The Greenvale case. Don't you think it resembles the Luke Carre case? Read the report. We have nothing else to say. I just need one more push.
One more thing that can summon up the past. Immer noch gut lesbar. Okay. Ich möchte nochmal betonen, dass das wirklich ein echt schöner Font ist, den sie sich ausgesucht haben. Hat so ein bisschen was von Schreibmaschine, aber ist sehr gut lesbar. A picture of a leaf. This isn't just a picture of any leaf. The belief in truth begins with the doubt of all truths in which one has previously believed. It's time to get down to business. Ja, okay, gut, das sollten wir wohl nicht sofort machen. A jar of honey with honeycomb inside it. There's nothing strange about it, but it still gives me a weird feeling. Und wenn das jemand einfach so im Schrank stehen hat, ist das auch gar nicht weird. That's royal jelly. Huh? You were staring at the jar, weren't you? Do you find it strange that there's honeycomb inside? We wanted to harvest royal jelly in its most natural state. The queen's main food source, created from the worker bee's secretions. It's perfect food, filled with power, meant to fuel the birth of the next queen. By absorbing it into our own bodies, we too can acquire that power. Absorb into our body. Freund, du frisst einfach nur Relais Royal, ja. Du frisst einfach nur Gelee Royal. Das klingt so, als würdest du Adrenochrom zu dir nehmen oder sowas. Ein bisschen weniger dramatisch. Incidentally, did you know that all the worker bees are female? No. Guess they didn't teach you that at Quantico. Male bees are only born to inseminate, and they're born from unfertilized eggs to boot. They have short lives and don't even get stingers. Sort of feels like a glimpse into the future of our society, wouldn't you agree? No. Women are gifted with the power to conceive, give birth, and nourish their children. But men are consumed with the job of providing women with the chance to do so. Bist du unter die Men's Rights Aktivist gegangen, Francis Morgan? If women no longer had to rely on men for the seeds of life, they would soon cease to desire them, we believe. Be careful, Simon. Huh? Of what? Gute Frage. Bill's already stolen the reins from you. Aber sie ist doch auch seine Chefin, oder? Der ist doch nur Supporter, oder? Sind die Partner? Keine Ahnung. Looks like another old antique. He collects milk cartons but treats valuable antiques like trash. What's going on in his head? Also mich wundert immer noch dieses Paket an Milchkartons, das er da hat. Könnte sein, dass er damit eine Sanctuary bewacht. The silver clock in that trash pile. Is that an H5? That's right. John Harrison's 5th chronometer, completed in 1770. After many years, he completed it and presented it to the Board of Longitude in order to end their feud with him. That's only a replica, of course. Das war das Board of Longitude. Clocks are amazing. Prime fruit of the human race's intellect. We took the invisible idea of time and manifested it in these. Ich würde sagen, der Lauf der Sonne ist auch ein gutes Bild für die Zeit, aber Yeah, I love clocks too. Absolutely fascinating. halt die Klappe, Simon. I disagree. Oh? Why? Time is valuable precisely because it can't be seen. Yet nowadays, people can't tell what time it is unless it's measured in numbers. Talk about idiocy. I don't mean to side with the Board of Longitude, but remember, humans used to cross oceans with the stars alone. We have our eyes to read moon charts and study the sky. We don't need clocks. Seltsamer Punkt, um sich dran aufzuziehen. Darf dir Uhren aufziehen?
What if it's cloudy or storming? All you need is courage and a love for adventure. Hear that, my fairy? Courage and a love for adventure? Come on, Belle. Surely you know how many lives have been claimed by your pals' courage and adventure. Hey, hold on a second here. Es ist in der Mitte von dem Wall dort. Uhren helfen auch nicht bei der Überquerung von Ozeanen. Ja. That board of longitude thing. What the heck is that? I mean, I've heard of it before. I'm an FBI analyst, remember? I just sort of can't remember it right now. I know what it is, really. Kannst du nicht eben dein Handy rausnehmen und es googeln? I'm telling the truth. Come on, Aaliyah, back me up here. Das weiß doch jeder, genau. Ihr wollt nicht drauf eingehen? Weiß irgendjemand, was das Board of Longitude ist? Merkt euch mal, wenn es nicht auftaucht, können wir es nachher noch googeln. Mr. Morgan, please look at this. What did we just say? We don't want to remember Greenvale. So, ja, alles klar. Hauptsache es funktioniert jetzt mit den Buffern. This isn't a photo from Greenvale. Look closely at it. Former Special Agent Francis Zach Morgan. Da haben ihn einfach nur alle York genannt und es ist sein offizieller Name, Zach? Ich glaube, es war immer schon sein Name. Greenvale. It's from the Lucare case you worked on in 2005. Red tree. Red tree. Yes, a red tree. Greenvale wasn't the first place you saw one of these. Nee. The Greenvale case and the Lise Clarkson murder case, they're connected by these red trees, aren't they? Ich glaube, das sagt er sogar im ersten Teil von der Premonition. Dass ihn wirklich die Saat des roten Baumes nach Greenvale geführt hat. Red trees. Both places. Growing. Roots. Seeds. Trees. Answer me. What are these trees? Red trees. Figured it out. Yes. I want the truth. Tell me everything you know. The red trees. You really did your homework. Well done, Belle. You're good. Damn good. Are you ready to talk now? I want to know what went down in Le Carré in 2005. Fine. We'll tell you. We'll tell you what happened in that town. Yes. It was that red tree. Das ist außerdem ein Schwarz-Weiß-Foto. That red tree ruined my life. It was a sultry summer day. The sun comes down hard on you in the south, like a torrential downpour of demonic whispers. Ooh. It all started back in that sweltering summer. We still had our best friend with us back then. The other me. My better half. Ah. Never a choice when somebody needs you. You can't turn away. You're their only lifeline.
just a hero, a bullet for hire, working alone. Always a voice, a cry in the darkness, an echo of pain that's been long forgotten, but it haunts me, my destiny to be alone. There's a time when you see life for what it's gotta be. You should know they'll destroy you. A call to make, to keep searching, walk alone. Es ist eindeutig der Premonition. Now loading. Oh, ich habe es extra auf die SSD installiert. Zach. Zach. Can you hear me, Zach? Ich würde gerne antworten. Was hat jetzt funktioniert? Y? There you are, Zach. Sleeping again? Well, rise and shine. It's time for us to head back out into the chaos. Ich mag York lieber. Isn't that right, Zach? Der 2 Premonition. A blessing in disguise. 2005 Jahre später. Ach, der Sommer 2005. Le Carré. Mal wieder aus hier. Oh. Treat. Chip, chip. Zach, it looks like she wants us to join her for breakfast. Perhaps this town's finally starting to warm up to us. Oh. Er ist einfach der Beste. Wie kann man York nicht mögen, hä? Wie kann man York nicht mögen? Yeah, Zach. She's welcoming us with open arms. She's even willing to share that tasty morsel with us. What an honor. Hurry up and chow down, mister. Unless you like your breakfast stale. What an amazing place. I've been on top of the moon since the moment I got here. And the name of this wonderful town, Le Carré, sounds like French to me. But what does it mean?
I'm the chef, David. If you want to know about the town, you'd better ask the concierge. Only amateur chefs flap their gums about stuff that ain't food related. Macht Sinn. David Javara. Der Koch. Okay. Did you hear that, Zach? He's a true professional. You say something, mister? No, not to you. I was just talking to Zach. Zach? Please don't ask me about Zach. It's a private matter. You say so. Still. Never thought the FBI would ever come out to a little old town like ours. I do work for the FBI, but I didn't come here for an investigation. I just happened to stop by on my Ich hoffe, sein Frühstück ist nicht warm. Never thought there'd be a murder out here either. And it was a 16-year-old kid. Now I tell you, this country's seen better days. What you reckon, mister? Zach, he's definitely a professional, but it seems like he's also a bit lonesome. That's good. Ambivalence exists everywhere. Folks say the killer used an axe. Hell of an old-fashioned choice if you ask me. Ja, die machen halt auch ein X, die Axt. Actually, Chef David, if you don't mind, I'd like to ask you a few questions about the incident. But shoot, I ain't the one you ought to be asking, Mr. FBI. I only heard what I heard. But seeing as you're fixing to grill me, I can tell you what I know. Chat ein bisschen verschieben. Please do. I appreciate it. Wenn ich ihn finde. Wo ist denn der? Da. Moment. So, Chat kommt mal nach hier oben. Damit er nicht die Untertitel stört. Und zurück to the game. So, dann gucken wir mal. Dann erzähl mal was über die Opfer. You said the victim was a 16-year-old. Did you know her? Well, sure. I reckon the whole town did. Meaning? She's Lise Clarkson, the little grandbaby of the Clarkson family. The Clarkson family? Hallo STW. That's right. You ain't seen they sign on your way in here? The one above that huge cold storage complex. Ach so, ich dachte tatsächlich, ich hätte das auch falsch gehört am Anfang, dass die Leiche tatsächlich auch im Familienunternehmen aufgetaucht ist. Das ist natürlich ein bisschen grausam. Macht dann aber auch schon mehr Sinn, dass das vielleicht jemand aus der Familie war. Weil die können natürlich, wenn das Kühlunternehmen oder halt diese Firma denen gehört, natürlich die auch so lange verstecken. Should have had a dragonfly on it. Anyway, that's the Clarkson family seal. They own most of the land around here, from the sugar plantations right down to the food processing plant. Yeah, I reckon they got a stake in just about everything. They even own the water tower on the edge of town, you know? Denen gehört einfach alles. Okay. And they still support it. Is the local law enforcement investigating the case? Shoot, mister, what you think? Now, I told you this ain't no city. We in the bonafide boondocks here. They got to know how to break up fights and keep folks from killing each other when they pissed you off. They sit down and talk it out with you heart to heart, and when that don't work, they just beat your ass. Okay, das klingt nach professioneller Polizeiarbeit. That's the deep south for you. This murder ain't like that, though. A little kid got killed. Und von der Vorzeigefamilie. Like something on a TV show. The sheriff's department ain't never seen nothing like this. Live and Let Die, Angel Heart, and The Pelican Brief, right? 9 out of 10 people will name those titles when you ask them to think of a film set in New Orleans. They're all excellent movies, but to me they lack realism. Due to my line of work, I have a tendency to think deeply about what feels real and what doesn't. What's your point? Cat people. Cat people. That's my point. Cat people.
Das ist eindeutig. Das ist das Argument. 1982, directed by Paul Schrader. The crowning achievement of Nastasia Kinski, the ultimate muse of the 80s. The most vital element of that movie is the reality it depicts. Aber Cat People habe ich nicht gesehen. Leopards who turn into humans have intercourse with humans and turn back into leopards. Then they can only turn back into humans again if they mutilate their lovers. Spoiler. I was awestruck by the sheer reality of it all. Understand? I'm talking about hyper-realism. After watching it, I felt like I just had to experience the world of cat people for myself. Ist auch sehr schön, wie sparsam sie das animiert haben, indem man einfach seinen Mund nicht sieht. That's why I decided to visit New Orleans. Okay. Another vital element of cat people is the presence of Malcolm McDowell. Malcolm McDowell ist immer gut. Malcolm McDowell from Blue Thunder. Oh, talk about a masterpiece. Listen carefully, David. Only an amateur would call A Clockwork Orange his best movie. Obwohl der auch sehr gut ist. Best movies are Cat People and Blue Thunder. Period. You need to remember this, because it's the truth. Das ist übrigens im ersten Teil auch so. Der fängt einfach auch, wenn man da irgendwie eine längere Autofahrt hat oder so, fängt er einfach an, von Filmen zu erzählen. Whatever you say, mister. So, what's your point again? Never mind, don't worry about it. I already covered all the important parts. Okay. By the way, Mr. FBI, I ain't seen a car in the parking lot. How'd you get all the way out here, huh? Der hat sich hergepiept. Don't tell me you walked. Well, that's a very good question. Chef David, you've got a sharp eye. It's true that I didn't park my car in your parking lot. Do you know why? Can't say I do. Because it was stolen. Huh? La Ananas Restaurant? Gott, das der Anas von Animalis? But you with the FBI, right? Kann das FBI nicht bestehlen? Even FBI cars can be stolen. Das ist doch ein warmes Omelett. Warum lässt ihr das so lange stehen? It could happen after you park your car on the side of the road and go off to do some legwork. When you're eating lunch, when you're watching a movie, when you're asleep at night, when you're buying cigarettes at the local supermarket. Your car can be stolen anywhere. That's precisely what it means to be an FBI agent. In my case, my car was stolen while I was on my way down here. Übrigens wurden die Automechaniken im ersten Teil extrem kritisiert, deswegen gibt es hier kein Auto. But no need to worry. I already reported it to the local authorities. And I've also already acquired another mode of transportation. Mhm. Another mode? Want to hear the details? Not really. Was hat er eigentlich da im Hintergrund? Das sind da auch Brote, ne? Verschiedene Brote und ein Baguette. But I'll listen if you want me to. Then please do. After I finished my work in Houston, I flew to New Orleans. Then, I rented a car at the airport. Das wäre ganz cool für die Szene, wenn er dabei essen würde. Das stimmt allerdings. Aber es ist halt einfach so, ich glaube, dieser Teil hatte einfach noch weniger Budget als der erste. Whenever I visit the West Coast, I always rent a convertible, especially in California. But now I'm in hot and sticky Louisiana. So, I decided on a brand new hybrid car with a fully equipped air conditioning system. A hybrid car? Oh yes, they're marvelous. Vehicles that utterly defy everything you think you know about cars. Now, in the year 2005, it feels like we've finally entered the 21st century. Aha. Stomp down on the gas all you want. The engine won't make a sound. It's silent? At first, I felt like the landscape was moving past me on its own. Ich finde das so schön, was der einfach alles genießen kann. Give it a few more years, and I'm sure we'll start seeing cars that run purely on electricity. And who knows? In a decade or so, electric sports cars may end up lining the parking lots of Silicon Valley. Nein, das wird niemals I can passieren. see it now. It's the world of The Last Starfighter, 1984, directed by Nick Castle. It's famous for being the first film to utilize realistic CG, but I couldn't care less about that. See, I was mesmerized by the beautifully refined mech designs. It even made me wish that wer hat das I could gemacht? be one of them myself. Especially the Gunstar spacecraft. No other sci-fi movie has ever... So, yeah, where'd your hybrid car get stolen? Sorry, I got off topic. I noticed
noticed it was missing after I Ich mag den so sehr. walked out of the diner. Incidentally, this diner was located at the entrance to a small town just south off the I-10. I went out to get back in it, but my hybrid car was nowhere to be found. Ob das irgendwann in diesem Spiel noch auftaucht? I remembered exactly where I parked it, right between a blue pickup truck and a hedgerow. But when I came back from lunch, it had completely vanished. In short, someone stole it. Ja. And in its place, they left me this. What? Und ja, damit werden wir uns fortbewegen. A skateboard. A skateboard? Yes. While I was sliding my lunch into my stomach, someone was busy replacing my brand new hybrid car with a wooden board attached to 4 wheels. Was übrigens noch sehr viel umweltfreundlicher ist. Remarkable, don't you think? So then how did you get here? By riding the skateboard, obviously. No, I couldn't ride the board very well at first. But by the time I hit the 3-mile mark, I'd more or less gotten the hang of it. Ich mir das vorstelle. Vor allem, hat er nicht Gepäck dabei gehabt? Gut, das wird wahrscheinlich im Auto gewesen sein, oder? Na gut, er hat seinen Morgenmantel dabei. Was steht hier? Morgenmantel? By the 10-mile mark, I'd even learned to do a few tricks. It was a journey of self-discovery. Not even I knew I had this latent talent sleeping inside me. Okay. What do you know about the Clarksons' house? Now, I ain't got nothing bad to say, but I'm gonna talk straight to you. You best steer clear of that place. That family ain't just some gang. They're a whole different kind of beast. They folks with real power. Remnants of the good old boys who shaped America in the early days. Ist das gut? Especially the head of the family, P.J. Clarkson. He's the kind of monster who goes around eating other monsters. And I'm sure he's on edge now with his granddaughter getting murdered and all. So don't go barging in with that shiny FBI badge of yours and think you'll be safe for nothing. Ich hoffe, man hat sie auch dabei gehabt. Nicht, dass die im Auto war. Things are different down here. So if you plan on sticking around, you best remember that. I see. I'll keep that in mind. When you say it was like something from a TV show, what exactly do you mean? Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn er dabei essen würde. Aber halt Budget für Animation. Hey, mister, why do you look so excited, huh? Like a kid asking grandma to read him a fairy tale. I just can't seem to keep myself away from young women who died in bizarre ways. Das klingt sass. Das sollst du nicht sagen, Jörg. Well, I ain't seen it with my own eyes, but folks say they found the body hanging under a bridge on the Bayou. And under that bridge, there was some kind of altar. An altar? Oh. Like something they use in black magic. Something horrible. Voodoo? Nah, wasn't nothing like that. Just a weird altar. That's all? Oh, and the body was all cut up in pieces, scattered around the altar like. So she was sacrificed. That's what the fella who discovered her said, yeah. Bingo, Zach. This case has got our names all over it. Also tatsächlich, normalerweise ist die Art der Dialogregie, also nicht jetzt, wie sie sprechen, sondern wie das Gespräch inszeniert ist, dafür geeignet, mich instantan in Schlaf zu versetzen. Ich hasse das eigentlich, wenn Spiele das so machen, wenn sie ihre Gespräche nicht ordentlich inszenieren. Aber halt, wenigstens das, was gesagt wird, witzig. This summer's gonna be another hot one. It's supposed to get over 95 today. Watch out you don't go getting heat stroke. The Lise Clarkson case needs us. Don't you think so, Zach? The cat people are what guided us to New Orleans. We should be thanking Malcolm McDowell. Once we get home, let's watch Blue Thunder again. I'm already looking forward to it. Aren't you, Zach?
Guck doch lieber Lex the Dark Zone, da kommt er auch vor. Zach. The searing light. The scents. It's the deep south. That was a fabulous breakfast. You're the world's greatest chef. Das ist doch gar nicht angefasst. Wait, mister. You didn't take a single bite. Well, the tea was to die for. Yorks Vocal Performance zieht mich auch einfach an. Ja, der Sprecher ist halt einfach super. But I'd prefer coffee next time. What would a morning be without coffee? Der Tee hier. FU im Tee. Das meine ich übrigens, ihr seht jetzt schon, wie gamey das ist. Ja, also mit diesen Bildschirmen und so bringen Sie York in Yorks Zimmer die Informationen über den Fall auf den neuesten Stand. Ah, müssen wir zu Yorks Zimmer. Na gut, ja, wahrscheinlich können wir mit den Leuten hier quatschen. Ich werde mal ganz kurz entschwinden. Holt euch mal was zu trinken oder geht auch wohin, wo ich jetzt gleich hingehe, nur nicht auf das gleiche hin. Ich bin gleich wieder für euch da. Ja, nur damit ihr es auch nochmal live seht, andersrum, was ich dann doch erbeutet habe. Also sie haben nicht ganz die vollendete Form, wie das Original, aber es ist fast so gut wie Toffifee. Warum? Nom, 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 nom. So. Na, gucken wir mal. Ja, kann ich euch nerven? Ich kann immer so ein bisschen schieben. Die Animation ist sehr interessant. Er snappt so richtig. Zip, zip. Dadurch ist die Steuerung halt auch sehr snappy, weil er halt auch keine Umdrehframes hat. Manchmal ist sparsame Technik gar nicht so schlimm. Kann ich das denn als gelesen markieren? Gar nicht? Oh, ich habe aus Versehen auf Y gedrückt. Im roten Raum stehen die folgenden Menüs zur Auswahl. Mission angucken, Etui, Karte, Einstellungen. Okay. Der rote Raum sieht anders aus. Gucken wir mal. Gegenstände benutzen oder wegwerfen. Nicht tödliche Munition für Mr. Alligator? Warum haben wir nicht tödliche Munition und wer ist Mr. Alligator?
Bandset, sehr gut. Mhm. Mhm. Das stimmt ja, man musste ja was essen. Okay. Damit können wir arbeiten. Notizbuch. Mhm. Ja, wir haben ja noch nicht viel wirklich. Und Personalien. Was sind denn Stempel? Okay. Steuerung macht mir nach wie vor ein bisschen zu schaffen. So, da kann ich die ganzen Sachen benutzen. Das wird ein echtes Problem mit den Vertauschen-Buttons. Ah. B zum Bestätigen, A zum Rausgehen. Ich habe schon wieder verkehrt rumgedrückt. Skateboard. Yorks getreues Ross. Damit bewegt es sich ein ganzes Stück schneller als zu Fuß. Okay. Sonst ist hier nichts. Ja, ich kann wechseln zwischen diesen beiden Sachen. Okay. Handbuch. LB. Okay. Macht sich bereit für eine große Open World und bla 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 bla. Okay. Einstellungen. Die kennen wir schon. Ich würde gern A und B vertauschen. Ist das möglich? Nein, danke. Was gibt's denn hier zum Frühstück? Pizza, Hähnchenflügel, Würstchen. Das sieht doch eher nach Brunch aus oder Mittag, oder? Das ist ein bisschen suspekt. Kuchen, Brot. Das soll echt das Frühstück sein? Was ist mit Aufschnitt und so? Saß. (203) ist unser Zimmer? Okay. Sowas, das würde ich glaube ich nie machen. Tatsächlich morgens im Morgenmantel zum Frühstücksbuffet gehen. Ananas. Sieht immerhin alles so unspektakulär aus wie das Hotel im ersten Teil. Nur die Auflösung ist natürlich höher. Da kann man Zeug kaufen. Wir haben $600 dabei. Okay. Also halt tatsächlich, der erste Teil war so ein Spiel, da hat man tatsächlich Geld dafür gekriegt, wenn man sich jeden Morgen rasiert hat oder für Kopfschüsse bei Feinden und sowas. Das war schon ein bisschen Meta. So, was habe ich jetzt gesagt? Was war unser Zimmer? 203? Ein guter alter Spiegel, der natürlich auf keinen Fall die gleiche Szene einfach hinten dran ist. Oder ist das eine echte Spiegelung? Die niedrige Auflösung lässt darauf wetten, dass es eigentlich eine Spiegelung ist. Person ist auch da. Natürlich darf man noch nicht runter. Könnte ja was verpassen. So, who are you? Niemand bist du.
Hier ist auch nichts. Hier ist doch mal ein Automat. Ist das gleiche drin? Ja. Hallo Typ. Okay, dann gehen wir einfach mal in unser Zimmer. Alles cool. Francis York Zimmer. Nice. Schick sieht er aus. Sang Rouge. I've been chasing it all over America. But I feel like we're finally on the verge of finding something now. Don't you, Zach? I think it's about time we ordered a new briefcase. Yes, I know this one carries a lot of memories, but it's seen too much. This hole's from the shootout in Tucson. And this stain's from Miami. Was wieder die Frage ist, was mit seinem Gepäck ist wegen des Autos. Miami. Now that was a fascinating case. Billy, our perp, cut his own torso right in two. Ja. Even with the help of the drugs, a feat like that still requires incredible mental fortitude. I was so impressed that I forgot I'd left my briefcase on the floor. Before his blood gushed out onto. I know, Zach, I know. Now isn't the time for a trip down memory lane. Genau, wir wollen mal was spielen. Aktualisieren das Ermittlungsdiagramm. Wir haben eins. Wir haben so ein richtig cooles Verschwörungsboard. An emergent drug that's been on the rise in 4 southern states. Personally, I think it originated right here in Louisiana. Ich dachte, du bist in Urlaub. And Lise Clarkson's murder must be connected to it somehow. Ist das so? The 16-year-old girl who was murdered. Wir wissen noch nicht, wie sie aussieht. Her body was found beneath a bridge over the bayou, along with a strange altar. The powerful man who essentially controls the town of Lucare. And he seems to be more fearsome than your average gangster. I doubt he'll be willing to cooperate with any law enforcement, Zach. Das ist natürlich praktisch, wenn man es nach und nach immer wieder angucken kann. You know, I keep thinking about that movie we stopped to see on our way here, Zach. Welcher? The Island, 2005, directed by Michael Bay. For a movie being shown at a cinema complex, it was surprisingly artistic. Ich habe den tatsächlich letztens noch mal gesehen und ja. An experimental setting mixed with hard-hitting drama. It was art house sci-fi. That director's going to change the history of art house films. Ach so, der war da ja neu, stimmt. Ich glaube nicht, Francis York Morgan. Are you following me here? This is another special film that's setting a new standard, just like Star Wars and Blade Runner did. This is a turning point, Zach. You may be witnessing the birth of a vital new word that will soon become a part of film history. Yes, this single movie may be responsible for creating a whole new genre several years down the line, a genre known as island movies. I sure like the sound of that. Don't you, Zach? Island Movies, okay. Eine neue Mission, ob wir es schaffen können. Entwicklungsdiagramm, okay. Aber erstmal gucken wir uns ein bisschen um in unserem Zimmer. Ah, speichern, alles klar. Ich habe abgebrochen, ne? Ja. Das ist gut, dass das Ding Autospeichern hat. Das könnte sonst ein echtes Problem werden.
Anzahl der Gegenstände, die wir mit uns tragen können, ist begrenzt. Okay. Und alles, was wir nicht brauchen, können wir in den Koffer packen. Okay. Da ist sogar noch was drin. Das ist ja aber sehr großzügig. Was fehlt uns denn? Was haben wir denn dabei? Wir haben Lollis, wir haben Ziggis, Health Packs, Muni. Ich glaube, das wird erstmal reichen, oder? Der Kleiderschrank hat die gleiche Funktion. I'm very satisfied with the decorations and the size of this closet, Zach, and it's even got a security box. What else could a man ask for? It's proof that we're still safely inside the fringes of modern civilization. Sehr gut. Können wir uns da denn um? Ah, das konnte man im ersten Teil schon machen. Halt Klamotten freischalten und halt umziehen, reinigen. Ich bin mal gespannt, wie lange wir hier sein werden. Der Anzug ist erstmal fein. Also das kann man nicht aktivieren, weil das ist irgendwie das Interessanteste hier in dem Raum. Ja. Due to the nature of our work, we've had to stay at hotels all over America. But Zach, do you know what I hate most about living out of a hotel? Dass es keine Badewanne gibt? Shower pressure. The shower yeah. was invented so that human beings could quickly bathe in large quantities of water, correct? Yet there are far too many hotels in our nation that have showers with embarrassingly weak water pressure. It's an outrage. And I'll keep tooting my horn about this every chance I get, believe you me. Das ist tatsächlich so ein Thema. Aber es ist auch irgendwie klar, ne? Also es ist ja schon, ich meine, so eine Wohnung hier, wie viele Duschen braucht man da pro Quadratmeter? Und so ein Hotel hat ja eine viel größere Duschendichte. Aber ich hasse auch lasche Duschen. Habe ich aber auch selten erlebt in Hotels. Ja, ich gehe an die Tür gleich. So, habe ich alles andere gemacht, außer das, was das Spiel von mir will. Habe ich wirklich alles ausgeschöpft. Ich fürchte ja. Oh, es gibt sogar einen kleinen Kühlschrank. Das ist vor allem, es ist ja ein riesiges Hotelzimmer. Das ist ja eine richtige Suite. Sie leben nicht schlecht, Mr. FBI. Okay, ab an die Tür. Hey there, Evo. Chef. What's cooking? Chef, what are you talking about, sir? I'm the concierge, David. David, ja, war okay. I just heard from our chef that you wish to learn the meaning behind our town's name. Yes, I've gathered that lucare is French, but does it have any special meaning? Why, yes, sir, of course it does. Of course it A does, very sir. clear, logical meaning. Die All Karre. names have meanings. Would you like to know what this one means? Sehr, sehr I gerne. would. Jolly good, sir. Then allow me to explain. Lucare means square in French. Da, Carré. Ah, Das Carré. That's it. that's it? Yes, that's it, sir. That's it. Do take a gander at the town map in the lobby if it fancies you. It's beautiful, valuable, and old. Können wir es mitnehmen? I'm sure you'll understand once you see it. Now, please excuse me, sir.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask. Süß. Prinz. Did you see that, Zach? That was clearly David. Not a twin, not a split personality, just the work of a true professional. It's bizarre, but I can understand it. Remember what they say, the job makes the man. Wahrscheinlich kommt raus, dass es Zwillinge sind. Ich glaube, die Musik ist sogar dieselbe wie im ersten Teil. Do you feel that, Zach? Dozens of paintings no one will ever see. The faint scent of tobacco baked into these walls for over a century. Now that's what I call a hotel. Zach, can you see him? His fashion sense is beyond me, but he appears to be a gentleman. Perhaps we should talk to him. Musik kennst du doch. Nice tie. Did you buy it here? It's been a long time since someone spoke to me. No one these days ever tries to see me. They can see what's far in the distance, but are blind to what's in front of them. No. Maybe they're only pretending not to see. That's what civilized society does to people. Ich dachte, das ist ein LED-Display. Ever since mankind got their hands on civilization, Bist du ein Geist? away at a frightening speed. Zoomed away from what? Hat der Lach, Lach, Lach gesagt? You know the answer. As for me, just call me Hoongan. Hoongan. The title given to a leader in a certain religion. Is that what you are? Smile. Do you comprehend the oracle? The Oracle. Put on your religion hat, Zach. Here we go. Fell 10 maidens in the shrine of hunger. Find the flying serpent in the ambiguous zero. Dance with the flying serpent, and you will glimpse the other world. 10 maidens and an ambiguous zero. Got it. But what do you mean by otherworld? Follow the oracle. Okay. Zach, did you hear all that? Looks like we've already taken our first step into chaos. But such is our duty. We need to accept the chaos, let it inside, then carefully dismantle it piece by piece. Ich mag seine offene Art, an Sachen All ranzugehen. pieces back into their rightful places, the truth will reveal itself. Let's capture the truth and present it with a shiny pair of silver bracelets, Zach. Okay. Das war eine Szene. Aber immerhin war sie sehr schön inszeniert. Komisch, möchte irgendwie Twin Peaks wiedersehen. Ja. Da,
Da, da, da, da, da. Casa Pineapple. Moment, das Hotel heißt Casa Pineapple und das Restaurant heißt L'Ananas. Redundant. Okay, wir haben noch Zeug, Snacks. Ich hoffe mal, es gibt wieder leckeres Essen in diesem Spiel. Ah, da ist die Karte. Gucken wir mal, was wir sonst noch machen können. Hallo seltsame Menschen. Ja, ich sehe die Karte, ich ignoriere sie. Und le Toilette. Whether it's a restaurant or a hotel, the key to charming your customers is how you present your bathroom. Moment. Wirklich kurzer Rant dazu. Ich finde es immer wieder interessant, dass man ja wirklich auch in einem tollen Restaurant sein kann, in einem richtig schönen Restaurant, das sehr geschmackvoll eingerichtet ist. Und wenn man dann auf die Toilette geht, denkt man, da hat man das Gefühl, sein Handy rauszuholen, über die Ecken auszuleuchten, um zu gucken, ob irgendwo Spinnennester sind. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es mit manchen Restaurants oder Bars oder Kneipen ist, dass die Toiletten grundsätzlich schwierig sein müssen. Das ist halt... Vielleicht könnt ihr mich da aufklären, vielleicht habt ihr da auch andere Erfahrungen, aber ich habe das so häufig, sehe das so häufig, dass die Toilette... Ist egal, wenn sie weit weg ist egal, wenn man 3 Stockwerke in den finstersten Hals von Mordor rennen muss. Nicht Mordor, von Khazad-dûm rennen muss. Aber halt, warum können die Toiletten nicht alle schick sein und sauber? Zurück to the game, zurück to the game. Okay. I'm sure you feel the same way, don't you, Zach? Ja, extrem. Now this is the kind of bathroom a person can really get excited about. It might even trump the one we saw in that drug dealer's house. Da bin ich aber jetzt gespannt. Remember? The art piece on display in there utilized the natural curves of human ribs in such a novel way. It was truly brilliant. Das ist keine tolle Toilette. Was zur... Das ist halt ein doofes Rohr, eine Zwischenwand. Vor allem, was ist dahinter? Das sieht doch so aus, als wäre da irgendwas, so ein Teppichding abgedeckt. Das ist schon verdächtig. Ihr müsst euch übrigens tatsächlich mal auf YouTube alte Prototypen von dem ersten Teil angucken. Ich glaube, der hieß damals noch Rainy Woods oder so. Das sah mega einfach nur nach Twin Peaks aus. So, dann gucken wir mal auf die Karte oder was? Zach, this is Lucare. I think I'm finally starting to understand what our concierge was trying to say. You can tell this town was built by a very methodical person. Das ein Quadrat ist? Maybe they just didn't care, and that's why it ended up this way. It's just another symbol of mankind's obsession with molding nature to fit our own rules. Das Casa Pineapple direkt in der Mitte. Das finde ich übrigens tatsächlich am schönsten daran, an Spielen, halt generell an hochauflösenden Texturen, Hungan's Oracle. dass wir halt diese kleinen Sachen gut lesen können. Despite all the dramatic build-up, it's little more than a childish riddle. Heartwarming, really. Exactly the kind of feeling one gets from the good old-fashioned countryside. Schlüsseln Sie das Orakel. Now let's start by tracking down those 10 maidens. The Oracle gave us a place and an act. We need to go to the Shrine of Hunger
and fell 10 maidens. Now, where in this town can one satiate their hunger? The hotel, and where? And the 10 things that need to be knocked down. Simple, right? The answer is bowling. The shape of the bowling pin was based on the feminine form. The 10 maidens are the 10 pins. Da wäre ich nie drauf gekommen. But a place where someone can both eat and bowl at the same time. I'm skeptical as to whether we'll be able to find such a place in a backwoods town like this. Na gut, es kann ja tatsächlich nur das Restaurant sein, oder? Alexis's Diner in Lane. This is it, Zach. There are even pins in it. Ah, Tatsache. Mir fehlte der Untertitel Bundeskegelbahn. I bet we'll be able to eat some Cajun cuisine and bowl there. Und eine ruhige Kugelschiebe. Nice war ein Übersetzer. Nice job, Zach. I knew you'd be able to find it. Now for the other oracle. There's no flying serpent on this map. Could it be a contrail or perhaps a dragon? Der I'm sure Fluss? we'll find out later. First, let's just figure out where we need to go. Do you know what the ambiguous 0 represents? 0 is usually treated as a base number, but under what conditions would a base number be ambiguous? The answer is temperature, Zach. Yes. 0 degrees Fahrenheit is -7. The Clarkson Food Delivery Services cold storage warehouse. Ist doch klar. That's got to be it. Even with this blazing sun in the sky, they can easily keep the temperature below freezing. Be honest now, Zach. You knew the answer from the very start. Ja, hast mich erwischt. Kaching! And how about that Hoongan? What a mysterious character. His Hoongan. oracles may end up determining how much time we spend in this town. Oh, im Hotel. Sorry, boss, but this is a smoke-free hotel. If you're dying of smoke, head out the entrance and you'll find a smoking area in the rear parking lot. Don't tell me. You're the At bellboy. your service, boss. Das sind alles Davidscher, wa? Good friends with the concierge and the chef. We work at the same place, yeah. But, I can't really say whether we're good friends with each other. We're all professionals, though. Nothing more, nothing less. Okay. I believe we've struck gold here, Zach. It just screams deep south. Actually, no, it doesn't. This is all his charm. So, if I want to smoke, I should go out the entrance and around to the rear parking lot? Bada bing, bada boom. Okay. I'll play by your rules. Nice. Okay. Suchen Sie im Kühlhaus. Werfen Sie im Alexis einen Strike. M04 ist ein bisschen eher, also machen wir erstmal das, oder? Oh, wir haben neue Optionen. Aber was wollen wir? Always strive to provide our guest with the finest of service, sir. Diese Klamotten. Our humble, bucolic town. mit seiner Fliege. Shopping in particular can be a bit of a slog. Therefore, we decided to provide a modest selection of daily necessities right here at our very own front desk. Great. Sounds convenient. Exactly. Klar, natürlich verkaufen die nicht tödliche Munition. Ein Butterkeks. Selbstbräuner. Warum zur Hölle sollte ich mich bräunen wollen?
Ich kaufe mal welchen. Ja. Schlafsack. Wurzelrolle. Okay, Gegengift, Antikatermittel. Was es hier alles gibt? Please don't hesitate to let me know if you're in need of any. Would you mind if... By all means, please ask me whatever you like, sir. Do you run this entire hotel all on your own? I mean, just the three of you? Yes, that is correct, sir. So you, or the three of you, own the entire place? Oh, heavens no, sir. Kriegt er dreifaches The Gehalt? chef, the bellboy, and myself are all mere employees of this fine hotel. Er ist auch der Chef. So the Clarksons own this place, too? Not quite, sir. This hotel opened its doors long before the Clarksons came to prominence. Ooh. Impressive. No wonder this building has such a dignified air to it. Indeed. This is probably the only building in all of Lucare that has managed to retain its original appearance. Stand doch auf der alten Karte. So who's the owner? I simply must know the name of the person who had the fortune and sense to come into possession of such a fine building. The owner of this hotel is none other than David Jawara, sir. Zach, that's the fourth David. It all makes sense now. It'd be stranger if only the owner was a completely different person. Ja. I sincerely hope I get a chance to meet him during my stay here. If I may, Mr. Morgan, sir, I don't think that's such a good idea. Weil er nicht nett ist? Why not? Unfortunately, our owner has a bit of a personality problem. The three of us here describe him as having a fractured mind. Mhm. Da sprechen wir jetzt Here's another nochmal. perfect symbol of Okay. the human condition. Hunt. And it's a buffalo hunting trophy. Now that's a surprise. I've seen several trophies made out of human skin, but never a buffalo's. Auf Human Skin? Looking at him brings out this strange feeling from Okay. me. Yes, the very same feeling I got when watching a certain film from 1984, directed by Peter Hyams. 2010. The last Ah, scene okay. in that film filled me with such a sublime, majestic feeling. It was filled with everything that was missing from the finale of 2001: A Space Odyssey. Just talking about it makes me want to watch it again. Let's watch it once we get home. 2010 war der Nachfolger zu 2001, oder? Ich glaube, den habe ich nicht so oft gesehen. 2001 kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, aber 2010? Oh, mit denen können wir jetzt auch reden. Ist das eine Polizistin? Nee. Hey, boss. How can I be of service? Technisches Hotel. Danke, Monsieur. Monsieur, oh Gott. Das ist unser ganzer Stolz. Das glaube ich gern. Ich bin ganz stolz aufs Klo im Erdgeschoss. Haben Sie es schon gesehen? Deko ist von mir. Die Dusche sind auch nicht von schlechten Eltern. Okay. Wenn man so viel schwitzt wie wir, hat man seine Dusche ja nochmal etwas strammer. Das stimmt. Klingt ja ausgezeichnet. Aber was ist denn jetzt im Klo? Jetzt mal ganz ehrlich, habe ich da jetzt irgendwas übersehen oder war es einfach hinter der Toilettenwand? Weil... Hier ist nix. Spiel will mich doch veräppelt, oder? Verrückt. Gut. Dann machen wir hier erstmal was. Ich möchte mal zumindest hier Skateboard fahren. Gucken, wie das funzt. Ob ich Trickse machen kann. Lad.
Aha. Smoke. Compared to non-smokers, smokers have a 4.7 times greater chance of getting lung disease. Du bist so gut ausgestaltet, um nicht wichtig zu You sein. know that means it's more likely than getting asbestos poisoning? The risk of death from lung cancer is actually much lower than what you think it is. Ach, deswegen. Okay. Gut, du. It's tiny when compared to heart disease, strokes, Wir wissen ja, and was die pneumonia. Zukunft bringt. We're always surrounded by easy ways to die, you know. Some people even get randomly struck by lightning and die right there on the spot. Then I reckon you also know that secondhand smokers have 1.3 times greater the risk compared to smokers? Of course. So you won't mind paying the damages when I die of lung disease? How about writing that in a contract for me? You got a pen, right? I promise to protect you from all the evil in our world. Well, that's stupid. By the way, what's your name? FBI Special Agent Francis York Morgan. Yeah. Just call me York. That's what everyone calls me. Is something wrong with you? Adults ain't supposed to act like that. I only asked for your name so I can write it on the contract. You should have been able to figure that out if you're a real FBI agent like you said. Come on, sign here. Hallo, Right Alex. here on the paper. Just as I thought, Zach. This contract paper, it's a Sang Rouge wrapper. Sang Rouge is here, too. This must This? mean that Sang Rouge is connected to the Lise Clarkson murder case somehow. This is a sprawling case that spread across the entire South. Hast doch nicht viel verpasst, In our Alex. jurisdiction, Zach. We'll need to steal the right to investigate from the local authorities at once. By the way, miss, what's your name? Patricia Woods. But I gotta write my name myself, or else it won't be a real signature. Babam. Tell me, Patricia, does this town have a sheriff? Or is it under the jurisdiction of the nearest city police? Perfect timing. Well, go on and steal it if you want it. I was just Okay. thinking about how this is way out of my daddy's league. Ah, sie ist die Tochter des For Sheriffs. the information, Patricia. Okay, Zach, it's time to get to work. How should we seize control from the sheriff this time? Wir will mal einfach fragen. Bevor Sie mit den Ermittlungen beginnen, erstmal schon sprinten ist RB. Okay, ducken. Nahkampf? Nahkampf? Okay. Ich bin mal gespannt, was für ein Sheriff das ist, ob er nett ist. Hey there. So, you're the fella from the FBI I've been hearing so much about. I'm Melvin. They call me the sheriff round here. Was? Daddy Premonition 2 habe ich noch nicht gespielt, nein. Ich habe es noch vor Ewigkeiten gekauft. FBI Special Noch Agent nicht Francis York gespielt. Morgan? But call me York if you can. That's what everyone calls me. Huh? Well, all right. Mr. York. How's that sound? Fine by me. I'm sure you figured this out, but our town's a small one. Hast du das schon gespielt, Alex? Folks are already busy spreading gossip about how some FBI agents come to town. Now, I reckon you came from the city. What was it? D.C., L.A., or New York? Anywho, in the city,
It's normal not to know who your neighbor is. Fella who moves in next to you could cook up a dozen folks in his backyard and no one would bat an eye. Okay. That's the city for you. Now, I never lived in one myself, but I visited them a few times, so I know what it's like. All pigs must die in the city of wolves. Yeah! Now, does that sound badass or what? I bet you'd... Hey! I know, CLG. I'm just trying to make a CLG. little Wer nennt small seine talk, Tochter that's all. CLG? Anywho, round these parts, everyone knows each other's name. So lots of folks get leery when they see an étranger like you. And since it's my duty to protect the town, I thought I'd stop by and say hello. Zach, it looks like this sheriff is quite the happy-go-lucky type. A clear indication of just how peaceful this town is. Melvin, about the Lise Clarkson case. I knew you were here for that case. Can't put one past the FBI. So they even got eyes on the smallest of towns like us, huh? Der ist sehr komisch, der Sheriff. And it's all within their grasp. FBI, the Federal Bureau of Investigation. Cringe. The Lise Clarkson case is connected to a top-secret case that we've... I know. If you're fixing to take the lead, then go right ahead. I'm just the humble sheriff of a tiny little town. Okay, das war My job einfach. is to stop my neighbors from beating the piss out of each other and listen to old folks complain. Honestly, this whole murder case has been weighing me down. So I'm gonna give you my full cooperation, Mr. Special Agent, sir. Well, Zach, that was anticlimactic. I didn't even get to use my secret weapon. Hat eine geheime Strategie. Melvin, there's a cold storage warehouse on the southern end of town, isn't there? I'd like to get permission to enter it. Say what? You want to see where the body's being kept, right? Oh, I get it now. Lisa's body, yeah. Now, that's what I call a special agent. You already figured that much out. Also den Sheriff mit Chris Tucker zu besetzen, war eine schwierige Wahl. I'm not too sure that, going down there at this point is really gonna help much, you know? Explain it yourself, Daddy. That's incredible. I don't believe this. Amazing. Did you hear that, Zach? They put the body in a cold storage warehouse. This is fantastic. Ist es das? Insanely fantastic. Really? Well, how about that? Well, all right then. I'll head on down to the warehouse ahead of you and make sure we get permission to search it. Sounds good. The Bias. management company only keeps the warehouse open during certain hours, so you'll have to come during those hours. I ain't looking to create any further disturbances. So be on time. Got it? Come on, let's roll, CLG. I'm gonna walk home, Daddy. I still got another stop to make. Oh, Mhm. if you say so, Mysterious. sweetie. She's a real sharp one, as you can see. Es hat jetzt echt Inspector Gadget Vibes. Well, all right then, York. I'll see you at the warehouse. Inspector Gadget. Wie hieß nochmal das Mädchen bei Inspector Gadget? Übrigens, um die Frage zu beantworten, tatsächlich ist also zumindest Dead Dreams Don't Die ist auch von Sveri 6565, wie auch immer. So, X ist auf Skateboard. Okay, B beschleunigen, A abbremsen.
Okay, das ist eine interessante Steuerung. Gab es da eigentlich, wurde das irgendwann mal zu Ende geführt? Ich habe da nur mitgekriegt, dass es da einen ersten Teil zu gab. Okay, du stehst hier weiter rum. Aber keinen zweiten. Gibt es eigentlich eine Karte? Ja. So, Benutzermarkierung setzen. Mhm. Ein Wyvern-Ballon. So, und wo sind wir? Wir sind hier. Was ist denn ein Wyvern-Ballon? Und wo müssen wir hin? Clarkson Food Delivery Services. So, da markieren wir die mal. Ich glaube nicht bezüglich vom zweiten Teil. Ja, ich glaube, das wurde nach einem Teil eingestellt. So, dann gucken wir mal. Warum zur Hölle ist die Steuerung verdreht? Ist das Tanksteuerung? Hey, you! You ain't secretly cutting kids up and sticking them into jars while you work as an FBI agent on the surface, are you? Erwischt. Du hast mich tatsächlich einfach nur erwischt. Or using your FBI connections to sell kids to child trafficking organizations? Du liest mich wie ein offenes Buch. I've arrested people who've done both, but I've never engaged in either of those activities myself. Of course, I have imagined doing such things in order to learn more about the psychology of the criminals I deal with. Ist es denn von dem Grafikstil ein bisschen ähnlicher zu D4? Ich glaube, das war auch ein bisschen comichafter, oder? It was just a joke. Why are you getting all serious? And don't tell me what you imagine. Or else I'll get scared of you for real. Hey, can I come with you? You signed a contract with me, remember? And besides, I'm kind of worried about my daddy. Dieser Vertrag wird noch extrem wichtig, oder? Do whatever you like. This is America, land of the free. But I have one condition. What condition? Don't ask me about Zach. It's a private matter. Who is Zach? Zach, it feels like she's carrying something with her. Kind of reminds me of you back when we first met. I can't leave her alone like this. Das war aber auch eine sehr spezielle Begegnung. You feel the same way, don't you? So, wo müssen wir jetzt hin? Dahin. Hast du auch ein Skateboard? Warum deutest du... Ja, sie gibt mir Hinweise? Ah, das ist ja nicht schlecht. By the way, Patty, what do you usually do when you're at home? Is this an interrogation? Oh, no. I just figured that since we're working together now, it'd be a good idea to learn a little more about you. Should an adult male like you really be asking a little girl this kind of question? I feel like I heard a story about this sort of thing on the news once. There's a time and a place for everything. You know exactly who I am. And I've also introduced myself to your father. Besides, you're the one who said you wanted to come with me. I was just kidding, jeez. You're an FBI special agent. Why would I ever need to worry? You shouldn't automatically trust someone just because they're an FBI special agent. Melvin called you a strange name. CLG, I think. What exactly does that mean? Ich glaube, das ist Englisch für Glutamat. That's what it stands for, at least. It's nice that he made up his own nickname for me and all, but it sounds kind of weird. I wish he'd call me something normal, like just Patricia or Patty, you know? Patty? Now that name's got a ring to it. I like it. How about Zach and I call you Patty from here on out? Do whatever you like. Weirdo. You're heading to the warehouse, right? You gonna go straight there? Well, I'm not sure yet. I'll have to talk to Zach. We're also on a mission to fell 10 maidens, you see. I'm eager to visit Alexis's diner in Lane, but we've only just arrived in this town, so it might be nice to stroll around a bit. What? I thought you came here to investigate. Patty, you're still just a child. Why do you worry so much? Swoosh.
ist ja auch was Cooles. Ach, das Highlight, der spürst ein Highlighted-Zeug. Aha. Das ist ja interessant, ist das. Und ich kann da nichts damit Okay, machen. Patty. I'm going to try asking you that question again. What do you do when you're at home? I watch TV and look up stuff on the internet, I guess. Ain't much else to do when you're out in the middle of nowhere. Really? For some reason, I envisioned you working hard to take care of all the chores around the house. Ach, das war Rennen. Okay. Was habe ich denn gekriegt? Netflix und Chill, ist das nicht Code für Briefmarkensammlung zeigen? Das ist eine weirde Art, sich fortzubewegen. Und nein, die Autofahrten im ersten Teil waren nicht besser. Was haben wir denn hier Feines? Was? Sie kommt mit dem Bus nach? Ist das so? Ja, die Soundeffekte sind lacking. Was ist denn das da? Ich will da auf jeden Fall hin. Aber der Sound ist gut. Also die Musik. So, ist sie jetzt einfach da? Ja. Ist natürlich auch schade, dass jetzt hier keine Grasgeräusche sind. Aber halt, ja. Was sind wir denn jetzt hier? War das was, wo wir was machen konnten? Das wird mir doch angezeigt, oder? Die evangelikale Kirche. Oh. Können wir da nicht rein? Ne, ist abgesperrt. Warum hast du die mir dann markiert, mein lieber Freund? Da, 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 da. Das war beim ersten Teil aber auch nicht besser mit den Soundeffekten. Genau. Ist der Song des Skaterboy nicht 20 Jahre alt inzwischen? Dann schauen wir uns hier doch mal ein bisschen um, oder? Die Markierung können wir doch jetzt irgendwie entfernen, ja.
Puh, das mit dem A und B, schwierig. So, also es ist tatsächlich erst Polizist und General Store Manager. Hallo Melvin. Mr. York, that was mighty quick. Du hättest uns allerdings auch einfach mitnehmen können, mein Freund. The special agent does it again. You sure don't waste any time. I bet my CLG's got a lot to learn from you. By the way, Mr. York, looks to me like you aren't packing anything. I was on vacation in New Orleans before I happened to stop by here. War er jetzt wirklich im Urlaub hier? Das war ein bisschen komisch. Ich weiß, das ist die offizielle Lore, aber warum hat er seine ganzen Fallakten dabei? Well, shoot, that won't do. Here, I got something I think you'll like. Eine lila... I call him Mr. Alligator. Badass, ain't he? It's a tranquilizer gun for the gators. Oh, okay. Mr. Alligator. Nicht tödlicher Gummischrot, okay. And here's a radio. With this, you won't have to worry about any expensive roaming fees. Okay, okay. Might take you a while to get used to him, but you'll get it. Okay. Die darf ich jetzt erschießen, oder? Let him rip a few times. Ain't no need to hold back out here. Okay. Hoffentlich muss ich nicht auf Hunde. Ist das ein Werwolf? Ich hoffe, ich muss nicht auf Hunde schießen. Denker, Trigger ziehen. Okay. Ich glaube, das kriegen wir hin. Now this is an intriguing weapon. For a tranquilizer gun, it really packs a punch. But I'm afraid I'll decline. After all, this town is peaceful, isn't it? Well, sure it's peaceful. At least the humans are. But the animals are a different story. Remember what I named it? There are some real mean-ass gators out there in the swamps. Okay. And every now and then, they wander into town. One of them even went and ate a kid once. It happened a long time ago, but still, one chomp's all it takes. They swallow down every last bit of you. Betäubungsbazooka, ja. Poor kid's parents. Meine Betäubungsmesser. Muss ich wieder dran denken, dass es gut ist, dass ich keine scharfen Messer besitze. Jetzt hätte ich mir wahrscheinlich den Finger abgehackt. The worst part is, that taught the gators just how tasty we humans are. So now, those suckers just attack on sight. Man-eating crocodiles will feast tonight. In Blood Swamp. Die passen sehr gut zueinander. Gators don't attack folks. I never heard about no kid getting swallowed by a gator. Das war aber eine sehr gute Geschichte. Actually, Patricia, you're wrong. I'm what? Alligators do attack people, and it could happen in any town. Huh? Alligator, 1980. Directed by... It takes place in the Midwest. Das war ein Film. A teenage girl's pet alligator gets flushed down the toilet. Then, in the sewer, it feeds on the corpses of dogs that were used as test subjects for an experimental growth formula. After growing over 30 feet, it finally starts to go after humans. It's an extremely edifying movie. Edifying? When I first saw it, I had a pet hamster. Hey, Agent York, what's your first order of business? You're in charge now, remember? Ja. Well Holt said. mir alle ein Sandwich hier. I nearly lost sight of my true goal. Melvin, I couldn't help but notice the name on the side of that truck. This facility is connected to the victim, isn't it? Oh,
I reckon I better start from there. I'm gonna tell it to you straight right from the beginning, Mr. York. As you guessed, this warehouse is run by the Clarksons. The victim's father, Danny Clarkson, is the one who manages the whole place. Okay, but why did he choose to store her body in his own warehouse, right? Interessante Frage. Well, that's because there ain't no other place to store it. Our town has a clinic inside a church, but no morgue. Was? Whenever someone kicks the bucket, we just bury him in the graveyard right outside of town. Werden keine Leute aufgebahrt? Ist das hat es einen Unterschied, nur 1 Meter zurück sind? Ja, das soll ein Kind sein. But not this time. Also Jugendliche vielleicht. We got a murder on our hands this time. We need to give Lisa's body an autopsy. Kind? Jugendliche? Irgendwie so. Heranwachsend. So we had no choice but to rent out a corner of this warehouse. Ach, das ist sogar offiziell angemietet. Ah. So that's what led to the ingenious choice to store the victim's body in a facility that her family owns. Anywho, this is where the real story begins. The truth is, a few days before you got here, Lisa's body went missing. Was? Yeah. All of a sudden, poof. Did you leave the warehouse unlocked? I most certainly did not. I locked the whole place up and made sure no one could get inside. No one stole the original key, and I couldn't find any Sagt wer? at the scene. So, in other words, this is a locked room mystery. The body of a beautiful young girl walks at mid... Hey! All right, CLG. Reckon I should have told you about this earlier when you first said you wanted to come here. Ich bin mal gespannt auf ihr Memo vom CLG. Von der Paddy. Anywho, how about we call it a day and head back to my office? You can go through all the files. Call it a day? Sollen wir da nicht mal reingehen? No, thank you. Haben wir nicht gerade erst gefrühstückt? This is what I came to investigate. But Lisa's body isn't here anymore. That doesn't bother me one bit, Melvin. You see, I met a skeletal gentleman on my way here, and he was kind enough to give me an oracle. Sobald ich was kaufe. Wo ist denn jetzt sein... Oh, da ist der Ballon. Da ist, glaube ich, der Ballon. Und jetzt können wir die zerschießen. Brauchen wir die gar nicht zerschießen? Warum zur Hölle ist hier ein Ballon, wenn ich den nicht zerschieße? Muss ich da drauf? Wollte schon sagen, kannst du bitte weggehen? Was ist denn mit diesem Ballon? Waren da nicht irgendwelche Markierungen mit Ballons? Ballons muss man doch kaputt machen. Sehr verdächtig. Ah, hier können wir speichern. Sollten wir noch ein bisschen Moon kaufen? Ah, die gibt es ja natürlich nicht. So you clearly love TV shows, but what about movies? Movies? We don't even have a movie theater around here. So I can only watch what I manage to catch on TV. Like what? For some reason, the only movie channel... Was ist das? Was zur Hölle?
Was kann ich denn damit machen? Vielleicht brauche ich wirklich eine Bazooka. Moment, da war doch eine Markierung. Aha. Ich muss einfach mehrfach schießen. Heißt das, ich muss auch auf den Ballon mehrfach schießen? Ich muss jetzt diese Ballons mit diese UFOs kaputt kriegen. Was soll denn der Scheiße? Eine bessere Waffe für die? Jetzt wird der nicht rot, ne, oder? Da beschäftigen wir uns später. Ich finde das alles sehr suspekt mit diesem Geschieße. So, dann mal hinein. You holding up okay, CLG? Ach, geil mit den Klamotten. You sure you don't want to wait outside? Da willst du eine Hose anziehen. Ooh, I'll be fine, Daddy. Just make sure you don't take your eyes off of him. He's so selfish and inconsiderate. I'm still not convinced he's actually a real FBI agent. Was? Look, he's talking to himself again. Na und? Zach, this is the ambiguous zero, the deep freeze. Let's hurry up and find that flying serpent, shall we? Blinkt da hinten schon was? Immerhin haben wir das Eislevel schon gefunden. Ich auf dem Weg zum Leichenschauhaus. Nehmen wir mal mit. Also dafür, dass wir dermaßen viel Muni haben, hätten sie eigentlich fast die Muni-Mechanik lassen können, oder? Ich nehme mal ein Cookie mit. Und ein Donut. So, Exit brauchen wir nicht. Speichern bitte ja wohl gemacht haben. So, Melvin, erzähl mal was. Hey, Mr. York. You sure you want to keep investigating this place even though we know the body ain't here? Ja. Of course. Okay, was müssen wir ja heute machen? The skeletal gentleman gave me an oracle, remember? It's Skella what? Ooh, he's just joking, Daddy. You can't take him seriously. Huh? Well, was that really a joke, Mr. York? Well, I'll be. I see you've been hiding some real charm into that whole FBI routine. Ich weiß ja nicht. Sorry, Melvin, but I'm dead serious. Da 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 da. Boop. Da ist aber was. Hopp, mein Sound ist weg. Ich vertraue mal darauf, dass es wieder nur eine Forellenbarschwanzflosse. Okay. Ich vertraue mal darauf, dass ihr etwas hört. Ja, ihr hört was. Sound ist sicherlich gleich wieder da. Da ist er wieder. Achso, das war mein Koffer. Das war ein Typ, den wir nicht befragen dürfen. Dann gehen wir da mal rein.
place always gives me goosebumps, no matter how many times I come here. Die Sachen sind schon gefroren. Willst du lieber in die Schlachterei gehen? Yes, it's quite the funhouse. Truly a dazzling place. Meat entertainment. That's the only way to describe it. Woven together by life, frozen in time, a visceral... Symphony. Ja. We eat all this in order to survive. Yes, Ja. truly a symphony. Life and death. Yeah, it's really cool. Cool. Whoa, now, Das ist auf jeden Fall alles hier sehr cool. you interested in this kind of stuff? What are you so surprised for, Daddy? I'm more mature than you are. I've seen way more realistic corpses on CSI, you know. Oh, man. At first, Zach, I was shocked by the notion of storing a victim's body alongside food. But as I gaze upon this hanging garden, I realize it's just another scene of violent, depraved murder. Irgendwie kann man das so sagen, ja. Es könnte sogar... Ist Viehzucht, hat das Mordmerkmale? Ich glaube schon. Müssen wir mal ins BGB gucken. Yes. All we need Oder ist das im StGB? Ist im StGB, ne? and things will expose themselves in utterly new ways. Mord sollte im Strafgesetzbuch sein. Hey, Mr. York, this is kind of, Melvin, if you have something to say, then just Ist das morbide? say it. Otherwise, you'll simply be insulting this beautiful landscape. you think this is beautiful? Oh, yes. The Ja, abnormal world that supports our normal lives. jeder Ort kann eine Schönheit haben. I think that's wonderful. Don't you? Besides, look, Patricia seems to be handling this a lot better than you are. Ist ja ein Psychokind. You see, I ain't too good with this protest stuff. Don't let it get to you, Daddy. Whew. Everyone has at least one thing they're afraid of. Even you, right, Agent York? Something I'm afraid of? Yeah, that's right. You gotta have at least one thing. Like clowns. Clowns are so funny. How could anyone be scared of them? Clouds sind noch nicht mal funny. Zombies. Love them. A bucket full of worms. I could squeeze them with my bare hands. The sound of screeching glass. Doesn't bother me. Die Laufgeräusche. Then... They cling to your skin like putrid leeches, robbing you of much more than your vitality. The wet socks. Keine nassen Socken. Heißt nicht Red Sox? Melvin, you're a genius. Beiden wären zusammen gute Partner. Sie würden sich sehr gut unterhalten. Schauen wir mal, ob hier irgendwie was Cooles ist. Ah, ich kann nicht unendlich rennen. Frösche? Forellenbarschuppe. Ja, was versteckt ihr hier Cooles? Was versteckt hier Feines für den Francis York Morgan? Da hat doch was geblinkt. Sehe ich doch. Ein Flusskrebsschwanz. Es sind doch sicherlich 1000 Sachen in den Reihen, oder? Ich mag die hochmotivierende Musik. Und wieder Zeugs. Eine Ochsenfroschkralle. Vielleicht braucht man das irgendwann fürs Crafting oder sowas. Oder können es verkaufen? Kann ich hier Skateboard fahren? Nein. Ein bisschen schade. Okay. Hier scheint nichts mehr zu sein.
Und es gibt wirklich, wirklich viele Speicherpunkte. Dass er einen Grund hat? Melvin, I'd like to take this opportunity to ask you a personal question. In the hotel parking lot, when I first met you, So vor 10 Minuten. the picture you had on your dashboard happened to catch my eye. Your wife? Oh, her? Yeah, that's my lady, all right. Candy. Her name's Candy. Blonde Haare? Okay. Prettiest girl in town, which makes me the happiest boy. A shooting star landed in a rural town, right on top of a man who now has a meteor struck hard. Oh, Meteor struck hard. Keep Schön. her photo with you? You bet I do. Candy's a little sick right now. Das gehört sich auch so. Can't even leave the house no more. Oh, So I always keep her photograph with me. Kinda feels like we're always together, you know? 2005? Das ist ein bisschen früh für Corona. You care for your wife a great deal. But this means that Yeah, that's right. My mama had me before she married Daddy. Ah, But it don't matter. He's still my real daddy to me. okay. Oh, thank you, CLG. And you're my pride and joy. Oh. Zach, isn't this a heartwarming scene? But there's one thing I just can't get out of my mind. Don't you think that photograph looked a bit too old? Perhaps Candy is already... No, let's not think about that. It might be a private matter, just like you, Zach. Okay. So, gespeichert haben wir. Da geht's mal Rini. Und es ist eine weitere Höhle. Oh, macht die jetzt echt hier ein Labyrinth auf? Ah, da geht's storymäßig weiter. Okay, dann muss ich nur noch hier diese Höhle durchsuchen. Gucken. So. Oh, da sind aber eine Menge Sachen. Es lohnt sich also hier mal zu gucken. Ochsenfrosch-Kralle. Ah, da hinten ist ein Labyrinth, oder? Und ich auch hier Probleme habe, alles zu finden. Sind einfach ein bisschen viele Sachen dafür, dass da keine Probleme sind. So, hier scheint nichts zu sein. Aber da. Eine Alligator-Hechtschuppe. Ist doch echt alles, was für Scrabble hier, ne? Noch eine Alligator-Hechtschuppe. Ist das ein Sokoban-Rätsel? Muss ich irgendwas kaputt schießen? Muss ich irgendwas verschieben? Bisschen sass. Du, kannst du mal hier was freiräumen? Komme ich denn da rein? Irgendeine Idee? Kann ich hier was kaputt schießen? Es ist ein bisschen interessant, wie dass sie so einen langsamen Anfang gewählt haben. Wenn ich das jetzt halt tatsächlich mit Deadly Premonition 1 vergleiche, da gibt es halt so ein Startlevel, wo man praktisch sofort in so einer Art Tutorial ist, wo man halt auch schon am Ballern ist und sogar schon einen Bosskampf hat. Im Startgebiet, das finde ich ein bisschen, ist ein bisschen smashiger als als Einstieg. So, da ist nicht die Leiche. Here we are, Zach. The morgue.
They stored the victim's body in a cold storage warehouse operated by her family. I'd love to shake the hand of whoever came up with that one. War es nicht der Sheriff? Hey, Agent York. Shake my Did you hand. just come here to laugh at rural officers who are doing the best they can? We don't Yeah. have any special facilities like you people. What else did you expect us to do, huh? Don't compare us with city folk. This is Lucare. Or maybe you're just disappointed that you didn't get to see the bloated, Ist posing corpse of a young Kriminalmensch. Der, wenn die einer sehen muss, dann er. You're right. I went a bit too far just now. But don't misunderstand. I honestly think it's a fantastic idea. I'd never try and bully your daddy. Better not. Thank you for understanding. Gibt's aufs Maul. Okay, also. Hinweise machen wir noch. Und das Level abgeschlossen haben, machen wir für heute mal Schluss, aber das interessiert mich noch. Dann ist die Investigation einmal am Rollen. Okay. This frost is shaped like something we're very used to seeing. That's right, a body bag. Ja, dann war sie ja noch warm, oder? Bose's body must have been left here. But there are no signs that the bag was dragged away. So our criminal must possess monstrous strength. Und vor allem muss er barfuß gewesen sein. War es der Yeti? Bigfoot? Boxes of the past? Or presence of the future? Either way, this is a curious time capsule. Okay. Forgotten boxes. Looks like shelled headless shrimp. Mhm. When were these boxes brought here? And when will they be taken away? Sehr philosophische Fragen. Can you feel it? The perpetual, unstoppable flow of time. Like a wheel within a wheel. Boxes that got left behind. I can't tell what's... What do you think, Zach? I'm gonna go with... okra. I'm sure it must be okra. Was ist denn Okra? Muss man das wissen? Zach, can you see that? Look closely. That's right. There are 4 imprints. Ah, tatsächlich. On the top. It's hard to believe, but I think these are fingerprints. Yes, Zach, that would lead one to believe that the body napper is a giant who's over 10 feet tall. Ja. An icicle. Never thought I'd see one of these down in the south. Look at the thermometer, Zach. It's at 10 degrees Fahrenheit, or minus 12.2 degrees Celsius. This must not be the ambiguous 0. These pallets are a mess. Looks like this area isn't used often. Still, the idea to store a body here, it's a novel, sophisticated idea, unlike anything I'd ever come up with. Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal unter uns. Wenn wir jetzt eine Leiche kühl lagern müssten. Ne? Also einfach nur mal so in die Situation. Wir wären jetzt Polizei, ein Sheriff, ein lokaler Sheriff und müssten einen Leichnam lagern und hätten keine Leichenhalle. Dann ist doch die Idee relativ nah, irgendein Kühlhaus zu gucken, oder? Also halt irgendwie, selbst wenn es ein Supermarkt oder so wäre, irgendjemand wird ja wohl eine Leiche kühl halten können. Sehr strange, dass das ihm so auffällt. Zach, these are human footprints, and they're extremely large. Yes, Zach, I agree. These footprints must belong to someone who's used to walking around in cold temperatures. Ist das der Yeti im Bayou? Der Yeti im Bayou.
seems like our flying serpent isn't here. Is this everything, Melvin? There aren't any other rooms in this warehouse? No special rooms? Well, there is the luxury foods warehouse. Luxury foods? Why didn't you say so earlier? Just thought you wanted to see where the body... I just thought you were only interested in warehouse number 2. Besides, it's underground, so it's even colder than this. You sure you really want to go down there? Sehr. Darn real freeze to death. All life will come to an end in the icebound zone. Ich mag ihn. You feel me? Let's head there at once. I'm sure that must be where we're meant to go. But what about searching for Lisa's Okay, body? das ist da unten. All we need to do is find a 10-foot-tall man with monstrous strength. Ach, That giant knows where she is. 10 foot tall? ja. But finding the flying serpent is more important right now. Now please, guide me to the luxury foods warehouse at once. Ja. These luxury foods are most likely being used in local Cajun cuisine. I'm so excited to see what we'll find. Aren't you, Zach? Simple as that. Genau, so sieht's aus, Jochen. So, hier ist nichts mehr, auch nichts einzusammeln. Nix am Blinken, nix am Blunken. Dann eben nicht. So, dann. A 10 foot tall giant? All right. Gibt es auch eine lokale Karte? Ups. Müssen wir jetzt raus oder ist das noch weiter hier? Weil hier gab es nichts anderes, ne? Ja, warum kommen wir hier eigentlich nicht rein? Was ist so special about that? Ah, da müssen wir lang. Da ist sicherlich die Leiche versteckt. Tja, und jetzt? Sassas. Vielleicht müssen wir jetzt irgendwie einen Stärkering finden oder so. That elevator needs a key, Mr. York. Do you have one? Actually, no. I didn't think you'd ever want to go down there. So I didn't bother to go and get one. Well, then would you go and get one now? COG, I know. Thing is, Mr. York, you know the Clarks? Ja. Folk, well, they don't too much like the police. Ist das eine Option? Dass man die Polizei mögen muss? They sure as hell don't like them when they're mocked. Oh. It was, real hard for me to get permission to open up this place for you to search through. So they ain't gonna be too happy if I go back to them now, asking for another key. What should we do then? Let's just find a worker here who can lower the elevator for us instead. All Nice. they need to do is take a break from their work for a couple minutes. And what am I supposed to do? Just stand here and pretend like nothing? Nein. Mitarbeiter? Yeah, you FBI folks are good at that, right? That's always what I see you doing on TV. Okay, dann starten wir uns mal ein von diesen... Brauchen doch nur einen Lagerarbeiter, oder? Hab ich das richtig verstanden? The elevator won't move, thank you. I know. So, du? Nein. Hä? Zach, I think we can move this.
Better check back here as well, just to be honest. Ah, immerhin jetzt, ne? So, hier sollte auf jeden Fall auch Zeug sein. Ach, das sind nur die ganzen Schubdinger. Warum bist du da so? Kann man dich zerschießen? Nee. Im ersten Teil hätte man ihn zerschießen können. So, Sokoban Puzzle Time oder what? Ja, was zur Hölle ist hier? Ah. Bist du unser Man? Nein. Falsche Taste. Das wird mir auch noch ein paar Mal passieren. Ah, man kann sogar wieder zurückbewegen. Das ist schön. Ja, die Rätsel kenne ich, warte. Ich hatte ja so Rätsel in 3D, ne? Das können wir doch wahrscheinlich nicht von dieser Seite aus lösen. Wollen wir mal kurz denken. So, das ist die Standardausführung. So, ich kann das Ding hier hinziehen. Aber ich kann es ja nicht. Ich kann es nicht zur Seite ziehen. Ach, das sind doch diese Rätsel, ne? Kann ich irgendwo im Kreis gehen? Irgendwie hier so. Das wird echt zacken, wenn man das machen muss. Weil ich weiß nicht, ob ich dafür genug Orientierung habe. Moment mal, das können wir doch da reinschieben, ne? Können wir nicht. Okay. Was ist denn jetzt überhaupt unsere Aufgabe? Besorgen Sie den Aufzugsschlüssel. Aber wo ist der? Wir gucken mal, ob wir jetzt durch den Teil gehen können, wo wir uns vorher ducken mussten. Natürlich nicht. Also müssten wir tatsächlich von der anderen Seite... Boah, das mache ich aber mal, wenn ich ein bisschen mehr Muße habe, oder? Dann müssen wir das tatsächlich jetzt machen. So. Du kommst jetzt erstmal irgendwo hin. Vielleicht können wir auch einfach alle hier rausziehen. Aber wenn das jetzt ein Mandatory Puzzle ist, wäre ich sehr muffig. Weil am einfachsten wäre es ja tatsächlich, wenn wir irgendwie das hier rausziehen und dann, ne?
heißt, hier können wir nur reinziehen. Drücken. Das macht uns den Gang frei. Das macht mich jetzt irre. Kann ich das einfach drücken? Ich kann es nur ziehen. Also ich kann die Seite frei machen. Ich werde das jetzt ignorieren. Ich werde es jetzt einfach ignorieren. Da ist sicherlich irgendwas Tolles hinter. Aber ich baue jetzt mal einfach darauf, dass wir es nicht brauchen. Vielleicht sollte ich parallel mal nachgucken, ob man das Rätsel da lösen muss. Das wird mich ein bisschen abfucken. Also falls jemand zufällig in der Nähe von Google ist oder so, könnte er mal kurz nachgucken, ob man dieses Rätsel tatsächlich lösen muss oder ob ich jetzt einfach irgendeinen Lagermitarbeiter finden muss, der einen Schlüssel hat. Weil mich wundert, dass man die auch wirklich so null ansprechen kann. Weil ich hätte jetzt gedacht, na Alten, wie sieht's aus? Hast du einen Schlüssel? Dass er wenigstens sagt, nö, ich habe keinen Schlüssel, aber mein Kollege so und so, der hat einen Schlüssel. Ah. Das hat doch sicherlich einer von diesen lustigen Dudes den Schlüssel. Guck mal, den haben sie extra eingeschlossen, damit dem keiner den Schlüssel klaut. Und wir kommen da nicht hin. Ist das überhaupt erlaubt? Wir wollen uns doch veräppeln. Ich muss wirklich dieses Sokoban-Rätsel lösen? Das kann ja nicht sein. Aha. Ne, hier sind nur Dinge. Koffer speichern, rausgehen. Besorgen Sie sich den Aufzugsschlüssel und machen sich auf den Weg ins Delikatessenlager. You're not going to let me finish investigating here? Sometimes taking the most roundabout path is act, isn't that right, Zach? War das jetzt der Hinweis, dass ich doch Hitman für dein Krokodil des Todes? Oh Gott! Aber ich meine, wer dann wirklich? Ich kann mir kaum vorstellen, dass dann hinter diesem Ding einfach irgendwo der Schlüssel liegt. Also das hier irgendein extra verstecktes, ja, aber... Oh, natürlich. Ich denke mal, dass der Schlüssel halt hier ist, ne? So, also sprich, dass ich halt wirklich die... Komme ich denn dahin? Ne, ich muss mich dann ja ducken. Gehen wir mal nach der Karte vor. Die Sache ist halt, ich habe ja das Rätsel jetzt schon resettet, praktisch. Durcheinander gebracht. So, gut. So, jetzt nehmen wir mal an. Jetzt ist es ja egal. So.
Ne, then move the trolley you can see on the right. Das wäre ja dann der hier, ne? Ja. Straightforward as well. Habe ich gemacht, ja. Dann wäre ich ja hier. Turn left and push the next straight forward. Das ist der. Ja. Den kann ich nicht forward oder ach, den kann ich ja in die Richtung pushen. Ah. So, das müssten 2 Steps gewesen sein. Ja. Und den. Hä? Moment. So. Habe ich gemacht, denke ich. Ich glaube, ich hab's. So. Und drag it backward. Das ist der hier, ne? Wo kommst du jetzt her? Wo bin ich jetzt? Ich glaube, ich bin auf jeden Fall richtig. So, ich denke mal, das ist dann einfach nur der Quickweg zurück, oder? So, ich denke mal, es wird hier dieser Pausenraum sein. Zach, the human ability to adapt is a frightening thing. Some humans have the power to sleep anywhere as long as they set their minds to it. Waren sogar fast da. Ich bin nur nicht auf die Idee gekommen, da hinten, dass ich das ja auch reinschieben kann und nicht raus. Und nicht rausschieben muss. So. Now we should be able to operate the elevator. No need to worry. What else do they have to lose? If you can't, I feel bad for him, but it's for the sake of the investigation. I'll write him a letter of apology later. So, ich denke mal, wir müssen halt einfach nur jetzt das Ding wieder zurückschieben. Und fertig. Genau. Ich mag trotzdem solche Rätsel nicht. Also halt, wenn man in dieser Standard-Kameraposition bleibt. Weil ich bin eigentlich eher ein Freund davon, dass man die Kamera dann ein bisschen kippt. Und so weiter. Darauf gönnen wir uns jetzt eine Toffee. Ups. So. Wenn ihr einen Toffee habt, dürft ihr euch den gerne auch gönnen. Ich hab mal Erlaubnis. Mr. York, did you find a key? Mhm.
Now that's my special agent. There ain't no stopping you. Wisst ihr? Want to head straight down? Na klar. You bet. Let's sally forth, Melvin. Ist sie jetzt auch nicht Deputy Patty? Zach, look at that thermometer. 0 degrees Fahrenheit, or minus 17.7 degrees Celsius. Okay. Ach so, es ist auf Grad Celsius. Moment. Was? No. Ach so, doch hier. Ah, ja. Ich war gerade verwirrt, weil es halt nirgendwo bei der 4 ist, aber auf der Fahrenheit-Skala sieht man gar keine 4. This is the ambiguous 0. Hey, Avery! Havery. Open the damn door, Avery! It ain't no use, Mr. York. Once Avery starts working on something, that's all he sees. Ich kann nicht auf ihn He schießen. just tunes out everything else. We'll have to wait until he finishes and comes out to us, I reckon. Or we could come back tomorrow. Das möchte ich echt heute Abend noch I abschließen. disagree, Melvin. Time may be on our side, but that doesn't mean we should waste it. So sieht's aus. You gave me Mr. Alligator precisely for moments like these, didn't you? Wait, Mr. York! Those tranquilizers may be non-lethal, but it's still dangerous to use them on humans. Of course, Melvin. I never said I was going to shoot him. Ah, Alligator. Some meat to get his attention. So, Entschuldigung, so sieht's aus. Right, ain't I? Mhm. Aber erstmal gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Ist das hier echt Zeug versteckt? Ja. Ein Flusskrebs-Strands. Rums. Sieht aus wie schlecht da reingepestet. This is Mr. York. Der hätte auch einfach Musik auf den Ohren haben können, oder? Hi, Avery. I'm Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. York, you a smarty pants, hm? Der hat ja auch. Der hatte tatsächlich Kopfhörer drin. He's shyer than he looks. Come on, just settle down, Avery. Tell him what this here place is for. Und der ist ziemlich groß. Lots of expensive food here. Yup. Mighty precious to the Clarksons, so I gotta guard it. I see. So you're this area's keeper. Ist aber auch keine 3 Meter groß. I help with the research too. I do like research. Was meinst du mit keine Musik? Research? What are you talking about, Avery? This doesn't look like a Wer hätte lab. Musik haben können? Ich höre auch keine Musik. Ain't no lab. It's a warehouse. Ain't no lab. Smarty pant scientist does the research. I ain't no smarty pants. Ach so. No. Alright. He's a bit slow in the mind, but he ain't a bad guy. Oh. Your story about the giant who carried Lisa out. Don't tell me you think it's him. Das 3 Meter? It's true that he's free to come and go as he pleases in this warehouse, but No, as far as I can tell, he's just a bit over 6'5". Wollte schon sagen.
The one who moved Lisa's body must be at least 10 feet tall. Oder es waren zwei kleine Leute, die Huckepack gegangen sind. Short. Zum Beispiel ihr beide. Well, if you ever happen to find a man who makes him look small, I'd sure like to meet him. Lise. Hey, cut it out! Lise. Why? Why are you dead? That's not Lise. Not Lise? This is Melvin's daughter, and my precious assistant. Unfortunately, Elise is no longer with us. Lise! Lise! My fault! My fault! Verrückter Hund. I guess he's sort of like Lise, you know? See, the poor fella's got himself a childlike mind. You know how normal kids tease other kids in order to get attention? Well, with this big lug, sometimes folks who don't know him too well see something and end up calling the police. But I know that deep down, he's got a good heart. Hey, Mr. Young, I'll keep him busy, but I'd appreciate it if you'd hurry this particular inspection along. Just holler at me if you find anything. I reckon that'll make it easier for you to go do your thing, yeah? Melvin, I think you're finally starting to catch on. Yeah. Dann machen wir das mal schnell hier. So. Das wollte ich heute noch erledigen. Flying Schlange. Was ist denn eine fliegende Schlange? Hung alligators. I suppose in a way they sort of look like flying serpents. But that's pushing it. Remember, we're in a dark basement here. They'll never reach the sky. Frozen oysters. Personally, I'd rather have a cocktail filled with fresh ones. We hunt for more materials than we can eat. Ein Cocktail? Freeze them over long periods of time. Schmeckt das? The human race gives terror a whole new meaning. Cans of Holy Trinity paste. Onions, bell peppers, and celery. The absolute basics for any Cajun dish. Dreifaltigkeit. This product combines them all into some sort of paste. People actually buy this garbage? Even the name sounds idiotic. Zach, I just made an eternal Ich fand das relativ smart. If I ever happen to come across any food prepared with this paste, I vow to never call it Cajun food. Er ist ja ein bisschen peculiar mit seinem Essen. Schauen wir mal, was haben wir noch? Torn off claws and legs scattered all over the ground. I doubt they'll fly anytime soon. I can't tell which ones are from crawfish and which parts are from shrimp. How about you, Zach? Nein, ich habe auch keine Ahnung, entschuldige. Was haben wir da? Aber das Logo ist doch... Ist die Bälle eine fliegende Schlange? Avery, this box looks special. Clarkson food. For their home. Ah. Melvin, is this the Clarksons' family crest? Oh, the dragonfly? Yeah. Yeah, dragonfly. Mark, all right. Ain't no big deal, though. You can find those all over town. Is that so? Well, yeah. Pretty much run all of this town's major industries. Tschüss, Johanna. Ich denke mal, wir werden es auch bald hinter uns haben. Aber dieses Mysterium, das möchte ich noch lösen. Schlafjod. I do believe they own just about everything there is to own. So their word is law. They got the whole darn town tattooed with their dragonflies. Nein, law is law. Steps without seeing one. Zach, this dragonfly is our flying serpent. The flying serpent owns this town. They're related to Lise Clarkson, our victim.
and Hungen's oracle pointed us toward their family crest. Oh, die gucken sich das alle an. Herrlich. Clarksons must be deeply intertwined with this case. Melvin, Patricia, I think I've had enough of this frozen world. Let's head back out to that merciless sun. Eine gute Idee. Well, what are you waiting for? I can't bear to spend another second down here. Gute Nacht, Alex. Bald sie uns hier rauslassen, machen wir Feierabend. Float, float, float. Ja, ist aber auch spannend. Whew. So, what do we do now, Mr. York? Zach and I Okay, will take schlafen. things from here. Then what should I do? Dein Polizei-Sheriff-Ding da. Tend to your sick wife? I don't know. You're free to do as you please. I'll stop by the sheriff's office when I need your help again. I suppose that's what I'll do then. It'll sure make Candy happy. But I am the sheriff of this town, so I do intend to get some work done. I know. How about I search for Lisa's body while you're busy? Not a bad idea. Ja, mach das. Just be careful that you don't get attacked by a barefooted giant. Mein Gott, es wird wirklich ein barfüßiger Riese sein, oder? Ich denke immer noch, es ist der Yeti. Don't scare me like that. Why do you keep talking about that giant anyway? You really think some giant was responsible for all this? Melvin, don't be silly. Of course I do. Just when I thought you were starting to catch on. Disappointing, to say the least. Oh, But how can you be so sure? I want to see some proof. Proof number 1. The footprints that led up to where Lisa's body originally was were made with bare feet. None of the prints looked similar to those of common insulated boots, and the arches of the feet were visible. The person who carried out Lisa's body must have had very large feet. I'd say they were at least 16 inches. ui. Proof number 2. Die Füße sind 40... Ist egal, okay. I found fingerprints on the cord of one of the hanging lights in the warehouse. 40 Zentimeter Füße? Das ist aber lang. The fingerprints weren't aimed up from below. They were coming directly from the side. Clearly, the giant moved the light because it was in his way. He pinched the cord with his fingers. Proof number 3. There was nothing else found in the vicinity where Lisa's body was stored. This means the giant carried her out without dragging her across the floor. But there's only one set of footprints. The only conclusion I can draw from this evidence Dass es 2 Personen übereinander waren und die Person ganz oben hat das Opfer weggetragen. is that a barefooted giant standing over 10 feet Der wird tall recht haben, oder? carried Lisa's body out. That concludes the entirety of my proof. Any objections, Melvin? But there ain't no way a human could ever be that tall. Have you seen every human alive with your own eyes? Jörg, deine Logik. Well then, you need to forget all your preconceived notions when embarking on an investigation. Whether you come face to face with a 10-foot giant or a skeletal gentleman, you always need to accept everything that comes to you with a clear mind. Do that, and eventually the truth will reveal itself to you. You're a smart kid, I'm sure you understand. Well, I'll be damned. I'm sorry I ever doubted you, Mr. FBI Special Agent, sir. A sharp eye and flawless observational skills. I won't ever question you again. Heck, I'll do whatever you say. Okay. Melvin, I'm glad you finally caught on. Okay,
Time to go, Patty. You know this town well, so I'd like you to accompany me from now on. Sie hat ja sonst nichts zu tun. Das ist dein Name? So. Ich mach Schluss hier. We found the flying serpent. Ach, redet noch. Sehr gut. Now we simply need to locate the 10 maidens. It's time to head on to Alexis's Diner and Lane. Das kriegen wir auch hin. Jetzt? Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, okay. Das war doch lustig. Ich bin schon hooked. Also ich wusste ja, dass das Spiel nicht technisch mega aussieht. Und auch die Steuerung ist ein bisschen krampfig. Aber die Dialoge machen es mal wieder und das Voice Acting ist auch schön und ich denke mal, das werde ich auf jeden Fall weiterspielen und ich werde auch rausfinden, was es mit diesen UFOs und diesen Ballons zu tun hat und ob es wirklich einen 10 Meter Riesen gibt, 3 Meter Riesen gibt und der 40 Meter Füße hat und so weiter und so fort. So, ich bin müde, ihr seid müde. Ich denke mal, wir sagen einfach gute Nacht und ja, bis zum nächsten Mal. Wohl?